So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Felix Banderscheid. Was machst du, Felix? Ich bin Bundestagsabgeordneter aus Duisburg und einer von 2 Vorsitzenden der Grünen. Warum? Weil die Grünen meine Partei sind und es der Partei nicht so gut ging vor 1,5 Jahren und es Rücktritte gab und ich war nicht schnell genug weg. Du konntest nicht schnell genug Nein sagen. Ich habe auch bewusst Ja gesagt, aber es war eine Situation, ich hatte nicht zumindest in der akuten Lebensplanung hatte ich nicht stehen, Parteivorsitzender der Grünen zu sein, aber... Hättest du Nein sagen können? Hätte ich Nein sagen können, das stimmt. Ich habe Ja gesagt. Ich sage nur, war nicht meine Planung. Manchmal kommen die Dinge und dann macht man was draus. Hat dich Robert gefragt? Es haben mich mehrere Menschen gefragt. Mein Stand ist, dass Robert entschieden hat, dass Brandner und du das werden. Mein Stand ist, dass ich das entschieden habe, dass ich kandidiere, aber dass einer derer, die mich dazu ermutigt haben, auch Robert war, ja. Warum war das so? Warum hat er dich gefragt? Das müsstest du Robert fragen, aber ich gehe davon aus, dass er damit die Perspektive verbunden hat, dass es mir und dass es Franziska und mir im Team gelingen kann, die Grünen in der Situation ein Stück weit zu stabilisieren, weil es ging uns ja wirklich nicht gut. Und jetzt muss die Geschichte urteilen, ob die These richtig war. Das war nachdem Ricarda Lang und Omid Nuripur zurückgetreten sind. War das nicht auch nach 2 verlorenen Wahlen in Ostdeutschland? Das war nach 2 verlorenen Wahlen im Ostdeutschland, nach 3 verlorenen ehrlicherweise. 2 sind wir gar nicht mehr in den Landtag gekommen, aber in Sachsen auch aus der Regierung geflogen. Das war nach einer verlorenen Europawahl und ehrlicherweise also die letzte Wahl, die wir bis dahin gewonnen hatten, war die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Da war ich noch Landesvorsitzender im Mai 22 und danach war es nicht mehr so gut. Muss man jetzt Angst um euch haben, weil die nächsten ostdeutschen Wahlen stehen an? Sachsen-Anhalt MV sieht nicht gut aus? Nein, ob es nicht gut aussieht, nein, es sieht im Moment nach Arbeit noch aus. Ich wette über solche Sachen nicht, aber wenn ich wetten müsste, würde ich wetten, dass wir in beide Landtage einziehen. Und meine Agenda oder meine Perspektive darauf ist, ich werde jetzt alles, was ich in der Hand habe, tun, damit es klappt. Und dann werden wir im Herbst sehen, wo wir stehen und dann wird geguckt, hat es geklappt, weil oder trotz, oder hat es nicht geklappt, weil oder trotz. Wie stellt man das fest? Fragt ihr denn die Ostdeutschen, habt ihr wegen Felix gewählt? Na, wenn danach 30 Leute sagen, Felix, eigentlich sah das super aus mit dem Einzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt, aber nachdem du den Abend in Magdeburg verbracht hast, sind die Umfragen eingebrochen. Also ich gehe nicht davon aus, dass das passiert, aber das wäre ja ein Anzeichen. Aber ernst gemeint, es wird alles andere als einfach, da reinzukommen. Die Umfragen in Sachsen-Anhalt sind jetzt 1% nach oben gegangen, von 3 auf 4. Wenn man gerade 30% in Baden-Württemberg geholt hat, wirkt 4 erstmal nicht nach Euphorie, aber auf der anderen Seite sieht man, es ist machbar und der Laden ist extrem motiviert und ich bin es auch. Aber irgendwie so Parteivorsitzendenwahlen stehen ja an. Die stehen im Dezember an. Im Dezember an. Du könntest auch sagen, okay, ich habe 2 Jahre jetzt gemacht. Hab mir das mal angeguckt hier. Ist mir zu viel oder zu wenig? Könnte ich. Hast du schon eine Tendenz? Willst du weitermachen? Ist nicht der Zeitpunkt, jetzt irgendwelche Ankündigungen zu machen, aber ich bin... Da macht Spaß, oder? Mir macht Spaß, ja. Ich kann ganz offen sagen, es hat mir nicht die ganze Zeit so viel Spaß gemacht, wie es mir jetzt macht, weil ich bin da in dieser Situation auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Da war dann eine Regierung? Ne? Wir waren noch, genau, also ich meine, das ganze Setting war ja, also ich sage das nicht, um zu jammern, ich hasse jammernde Politiker, aber ich hatte nicht vor, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich war mit meinem Job ganz happy. Ich war so ein solider Mittelbänkler im Bundestag, hatte meine Themen, konnte machen, worauf ich irgendwie Lust hatte und hatte aber auch ab und an mal ein freies Wochenende und das blieb dann auch ein freies Wochenende. Ich war ja zwischendurch mal 4,5 Jahre Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen und die Erfahrung als Vorsitzender ist, jedes Problem, was entsteht, ist am Ende deins, wenn du niemand anderen findest, dessen Problem es sein kann. Und ich habe das ehrlicherweise genossen, bin in der Zwischenzeit Vater geworden, hatte auch Freude daran und als dann die Situation im September 24 so war und ich dann mich selbst gefragt habe, kann ich das, andere gesagt haben, ich solle das tun, war das auch eine Entscheidung, da ins Risiko zu gehen. Und dann war 10 Tage bevor ich gewählt wurde, also in dieser Kandidaturphase, der Bruch der Ampel am 6. November. Das heißt, eigentlich hatte ich gedacht, ich werde jetzt Vorsitzender einer Regierungspartei, darf noch ein Jahr die Koalitionsausschüsse mit Olaf Scholz und Christian Lindner genießen und über dieses Jahr der Partei wieder ein neues Selbstbewusstsein, neue Fundierung und so weiter geben. Ja, war dann nicht so, sondern dann war halt
dieser Wahlkampf, der am Anfang gut angelaufen ist und am Ende nicht gut geendet. Und innerhalb von wenigen Monaten war ich dann nicht mehr Vorsitzender oder nicht mehr Kandidat für den Vorsitz einer Regierungspartei, sondern der real existierende Vorsitzende einer frisch in die Opposition verbannten Partei. Und die ersten Monate da waren ehrlicherweise für mich persönlich jetzt auch nicht nur easy. So, das war auch viel Suchen, viel Orientierung finden und ich würde sagen, die habe ich jetzt und jetzt habe ich Freude und der Partei geht es wesentlich besser als vor einem Jahr und da kann man was draus machen. Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Also Franziska ist ja deine Co-Vorsitzende. Wer macht welche Themen? Wer beackert welche Probleme? Also wir haben auf der einen Seite eine thematische Aufteilung, die sich ehrlicherweise nicht zu 100% durchziehen lässt, weil wir ja zum Beispiel montags abwechselnd die Pressekonferenzen nach den Bundesvorstandssitzungen machen. Und da kann man jetzt nicht sagen, also gestern war ich in der Pressekonferenz und wenn ich dann gefragt werde zu Donald Trump, dann kann ich sagen, oh nee, für die Außenpolitik, da ist Franziska Brandner zuständig, fragen Sie doch bitte nächste Woche nochmal. Ja, also insofern, man ist im Zweifel auch in einer Doppelspitze immer für alles verantwortlich, aber wir teilen uns ein bisschen auf bei der Frage, wer, ich sag mal, strategisch und langfristig und substanziell an Themen arbeitet. Und da macht Franziska zum Beispiel alle außenpolitischen Themen. Da kommt sie auch her. Ich habe jetzt kein Desinteresse an Außenpolitik, im Gegenteil, aber jetzt auch keine besondere Verbundenheit. Ich habe nie im Ausland gelebt oder muss man ja nicht. Muss man nicht, aber es hilft ja bei Franziska. Also Franziska war Europaabgeordnete. Sie hat in verschiedenen Ländern Europas studiert, hat in Tel Aviv gelebt. Das hilft, wenn man Außenpolitik macht, unterschiedliche Settings mal selbst erlebt zu haben und das habe ich halt nicht. Franziska ist auch also federführend für die ganze Wirtschaftspolitik zuständig. Sie macht den Bildungsbereich. Ich bin unter anderem für alles, was mit Klima, Energie, Umwelt und Natur zu tun hat, zuständig, aber auch für Soziales, Arbeitsmarkt, Gesundheit, für die Innenpolitik. So haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Aber ehrlicherweise ist das, wie gesagt, also der Alltag nimmt da keine Rücksicht auf Themenzuständigkeiten. Und was wir natürlich auch machen, ist, dass wir uns beispielsweise regional manchmal ein bisschen aufteilen. Also jetzt in den Wahlkämpfen nächstes Jahr wird unter anderem in Nordrhein-Westfalen gelebt. Ich bin Duisburger. Nicht gelebt. Gelebt wird da auch nächstes Jahr, aber auch gewählt. Ich hoffe, ja. Ja, gelebt wird da dieses Jahr, nächstes Jahr und dann noch ganz schön lange. Und ich gehe mal davon aus, dass ich dann in dieser Phase einen gewissen Schwerpunkt auch auf NRW legen werde und Franziska stärker in den anderen Ländern, die parallel Wahlkampf haben, unterwegs sein wird. Aber am Ende heißt Doppelspitze, man macht die Dinge sozusagen mit einer gemeinsamen Orientierung, aber teilt sich halt ein paar Termine auch mal auf. Jetzt seid ihr aber auch unterschiedliche Personen. Echt? Aus unterschiedlichen Richtungen. Wie klärt ihr Ungereimtheiten? Das kommt ja vor. Du musst jetzt ja nicht... Ja, na klar. Nein, natürlich kommt das vor. Ich meine, ich würde sagen, der Reiz einer Doppelspitze besteht ja nicht darin, dass man zwei Leute hat, die identisch sind, weil dafür bräuchte man dann nicht zwei, sondern der Reiz einer Doppelspitze besteht ja darin, dass sie eine gewisse Breite der Partei integrieren kann und dann, wenn eine Doppelspitze sich einig ist, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ein Großteil der Partei sich darin auch wiederfindet. Und jetzt bin ich ein Parteilinker aus Nordrhein-Westfalen und Franziska ist eine Realer aus Baden-Württemberg. Das ist schon ein gewisses Spektrum, das es in der Partei gibt. Aber am Ende ist unsere Vorstellung oder unser Commitment, dass wir die Partei jeweils aus der Mitte herausführen und dass wir nicht die Logik haben, sozusagen uns ineinander zu verhaken und gegenseitig zu neutralisieren, sondern eher zu gucken, dass wir aus der Absprache, aus dem, was wir gemeinsam miteinander ausdiskutieren, einen Mehrwert für den Gesamtladen machen. Also es gibt ja unterschiedliche Erfahrungen in der Vergangenheit. Es soll auch schon mal Parteivorsitzende gegeben haben, die aus ihrer Unterschiedlichkeit keine positive Dynamik gemacht haben, sondern sich eigentlich gegenseitig behagt, blockiert und begrenzt haben. Und da haben wir uns vorgenommen, dass wir das nicht machen. So habe ich das auch mit Mona Neubauer damals in Nordrhein-Westfalen gemacht oder wo haben wir das damals gemacht. Und das war auch sehr bewusst eine Entscheidung, als wir damals 2018 zusammengewürfelt wurden, dass wir das so vorhaben. Und ich glaube, eine richtig gute Alternative dazu gibt es auch gar nicht. Und das bedeutet, dass man im Zweifel einfach ein bisschen mehr miteinander redet und sich austauscht und versucht zu identifizieren,
wo liegen deine Schmerzpunkte, deine roten Linien, wo liegen meine, was brauchst du, damit das in deinem Laden funktioniert, also in deinem Flügel, in deinem Landesverband, was brauche ich, damit dann umgekehrt der andere Teil der Partei sich auch noch gesehen und repräsentiert fühlt. Und wenn man das nicht als einen Kampf, sondern als eine gemeinsame Suche nach einem Kurs, der funktioniert, versteht, dann klappt das gut. Und ich würde sagen, das ist uns in den letzten Monaten sehr gut gelungen. Mal zu dir. NRW hast du schon angesprochen. Bist 89 geboren. In Duisburg. In Duisburg. Duisburg aufgewachsen, alles Mögliche? Ja. Erzähl mal, in welchen Verhältnissen bist du groß geworden? Was haben deine Eltern gemacht? Ich bin in den ersten 4 Jahren erstmal bei meinen Großeltern aufgewachsen. Das lag daran, dass, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehen möchte, meine Geburt unter etwas schwierigen gesundheitlichen Bedingungen stattgefunden hat und dann auch meine Mutter schwer erkrankt ist. Mein Vater plötzlich alleinerziehend war mit meiner 6 Jahre alten Schwester und einem Neugeborenen. Der war gerade in einer Umschulung vom Krankenpfleger zum Softwareentwickler, also Programmierer. Wow. Ja, und meine Eltern hatten sich halt als Krankenpfleger kennengelernt. Mein Vater hat aber so schlechte Augen, dass das dann irgendwann die Entscheidung war, bevor man da irgendwelchen Patienten die falschen Medikamente gibt, nochmal umzuorientieren. Und dann ist er am Ende Softwareentwickler geworden, auch aus so einem Interesse an Informatik privat. Und er war dann gerade in dieser Umschulung, als dann meine Mutter krank wurde und ich geboren wurde und meine Großeltern, die eigentlich gerade in Rente gegangen waren und nach einem nicht ganz unbeschwerten Leben mit Kriegserfahrung und Arbeit auf der Kokerei und so weiter dann Die haben den Krieg noch richtig erlebt, ja? Ja, mein Großvater ist 27 geboren und meine Großmutter 31. In Polen? Die Familie, also der Name Banaschak kommt aus dem Strang meines Opas und die sind aus der Region bei Poznań, also Posen. Meine Großmutter kommt aus Schlesien, also was jetzt zu Polen gehört, damals noch nicht. Deren Eltern waren aber jeweils schon nach Duisburg gekommen. Also die haben sich in Duisburg kennengelernt, im Ruhrgebiet. Das ist so diese Generation der Ruhrpolen gewesen. Ja, also diese ganze erste Einwanderungswelle, unter anderem aus Polen ins Ruhrgebiet wegen der Industrialisierung und der Jobs, die es dann da eben gab. Da haben die sich dann in Duisburg-Meiderich kennengelernt, 4 Jahre Altersunterschied. Und der Krieg hat sie dann tatsächlich getrennt und sie dann nach Ende des Krieges quasi wieder zusammengekommen und haben dann zusammen eine Familie gegründet. Daraus ist dann mein Vater und seine beiden Geschwister entstanden. Und als dann ich 1989 geboren wurde, waren die gerade halt also eigentlich in den Ruhestand gegangen, haben gedacht, die haben nicht gesagt, jetzt chillen wir mal, weil chillen war damals noch kein Begriff, aber ich glaube, das war eigentlich der Plan. Ja, und dann kam da so ein Neugeborener und Neugeborenes. Und ich bin bis heute ziemlich stark davon geprägt, also von diesen ersten Jahren. Ich habe jetzt nicht an alles eine total lebhafte Erinnerung, weil diese ersten Jahre ja sich nicht so im Hirn, also die setzen sich im Hirn ab, aber nicht so, dass man es abrufen kann. Aber als ich selbst vor 3,5 Jahren Vater wurde und dann diese schlaflosen Nächte mit Rückenschmerzen und Übernächtigung hatte, habe ich mich gefragt, wie haben die das denn eigentlich so mit 60 gemacht? Weil so alt waren die ja schon, als ich dann da bei denen aufgewachsen bin. Und dann bin ich mit 4 ungefähr zu meinem Vater und meiner Schwester gezogen. Da hatte sich das alles ein bisschen stabilisiert. Und dann haben wir da zu dritt in unserer kleinen 2-Zimmer-Wohnung in Duisburg-Neudorf gewohnt. Und da bin ich so aufgewachsen. Gelten die Ruhrpolen immer noch so als Migrationshintergrund? Nein, ich glaube, formal habe ich keinen Migrationshintergrund, weil ja dieser Stichtag irgendwie 1951 ist. Also wenn die Eltern müssen wie war das? Gott, ich müsste es eigentlich wissen. Aber ich habe, also formal, wenn du sozusagen in so einer Statistik das abhaken würdest, hätte ich keinen Migrationshintergrund. Es fühlt sich für mich auch nicht so an, als wäre das jetzt ein sozusagen für Diversity-Maßnahmen relevantes Kriterium, weil man auch sagen muss, dass die Ruhrpolen, also wenn man das so pauschal überhaupt sagen kann, das, was damals stattgefunden hat, war ja nicht Integration, sondern Assimilation. Ich bin der Erste in meiner Familie, der den Namen polnisch ausspricht.
Wie war es denn voll? Meine Großeltern, wenn die ans Telefon gegangen sind, sind halt Kinder des Ruhrgebiets gewesen, da ist ja die Sprache ein bisschen anders und dann Telefon, Banazak. Und mein Vater hat dann Banaszak draus gemacht, also immerhin schon sozusagen die Buchstaben. Und so habe ich es in der Schulzeit dann auch gemacht in Duisburg. Und das war dann immer ganz merkwürdig, weil die Lehrer, die dann, wenn sie neue Klassenunterricht übernommen haben, so die Liste durchgegangen sind, haben die immer Banaschak gesagt und dann habe ich sie korrigiert und gesagt, nein, das heißt Banaszak. Weil das ist, was ich so mitgenommen hatte. Und als ich dann irgendwann aus Duisburg nach Berlin gezogen bin für den Zivildienst und fürs Studium später, habe ich die Entscheidung getroffen, ich höre damit jetzt auf, ich nehme das jetzt als einen polnischen Nachnamen an. Ich kann zwar kein Wort Polnisch, aber der Name heißt halt Banaszak, also wenn jemand Depardieu heißt, sagt er auch Depardieu und nicht Depardieu und ja, das ist jetzt so, aber ich bin der Einzige und das ist auch ein Teil, also ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, es gibt in diesen Generationen von polnischer Zuwanderung ganz viele Fälle von entweder sozusagen der Assimilation im Ton, so wie das jetzt bei meiner Familie war, also aus Banaszak wird Banaszak gemacht, oder andere haben auch die Schreibweise geändert. Also zum Beispiel, also der berühmteste Duisburger, Thilo, wer ist der berühmteste Duisburger? Oh Gott, jetzt hast du mich. Ja, Horst Schimanski. So. Und Schimanski, so wie es da im Tatort geschrieben ist, SCHI, ist ja nicht polnisch. Also Schimanski ist ein polnischer Name. Im Polnischen wäre es SZY gewesen. Aber diese Figur, Horst Schimanski, ist eigentlich eine wunderbare popkulturelle Umsetzung dieser deutsch-polnischen Integrations- und Assimilationsgeschichte. Und ja. Für welche Jobs sind denn die Banaszaks nach NRW gekommen? Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht, was genau meine Urgroßeltern gemacht haben. Die waren noch nicht bei Thyssen. Nee, die waren da, also ehrlicherweise waren fast alle in irgendeiner Form damit verknüpft. Industriegebiet. Genau, ja. Und aber was also meine Urgroßeltern habe ich nie kennengelernt und da ist so die Oral History bei uns nicht so vollständig. Mein Großvater hat eigentlich zuerst eine Schreinerlehre gemacht und hat dann aber, ich glaube, in diesem Feld damals irgendwie keinen Job gefunden nach dem Krieg, aber es wurden dringend Leute in den ganzen, also in den Zechen, in den Hütten und so weiter gebraucht und er hat dann, ich weiß nicht wie lange genau, aber einige Jahre auf der Kokerei gearbeitet und das ist diese berühmte Kokerei Friedrich Thyssen 48, über die ich immer mal wieder erzähle, in Duisburg-Hamborn, die gibt es nicht mehr, da ist jetzt so ein schwedisches Möbelhaus mit 4 Buchstaben auf dem Gelände und das symbolisiert ja genau diesen Strukturwandel, aber er hat da auf der Kokerei gearbeitet und als ich das erste Mal dann selbst jetzt vor einigen Jahren als Industriepolitiker der Grünen Bundestagsfraktion dann mal eine Kokerei von innen gesehen habe, die ja heute ganz anders ist, also ganz andere Zustände, habe ich mal versucht, mich so ein bisschen halt auch in sein Leben da hinein zu versetzen und das war das war eine krasse Arbeit, also so 12-Tage-Schichten, aber ja, diese Kokerei läuft ja permanent durch, also genau wie so ein Stahlwerk. Das heißt, du hast halt immer Wechselschichten, mal früh, mal spät, mal nachts, aber das muss halt nachts auch mitlaufen und danach ein paar Tage Ruhe. Und alles, was ich so aus dieser Arbeitergeschichte vermittelt bekommen habe, war schon auch relativ häufig verknüpft mit einer Belastung, mit körperlichen Einschränkungen. Mein Großvater hat auch Asthma. Ich gehe davon aus, dass es da einen gewissen Zusammenhang geben könnte. Also der hat echt einfach sehr viel gehustet in meiner Kindheit. Wie lange musste er arbeiten? Der hat dann irgendwann, wie gesagt, ich habe es nicht genau nach Jahreszahlen mir jemals aufgeschrieben, aber irgendwann hat er dann den Sprung wieder zurück in seinen alten Ausbildungsberuf auch geschafft und hat dann noch mal ein paar Jahre als Schreiner wieder gearbeitet und hatte auch in dieser kleinen Duisburger Wohnung dann unten im Keller auch so einen Holzkeller, wo er dann auch immer weiter zu seiner Arbeiten dann da gemacht hat. Und das war dann auch der Beruf, aus dem heraus er dann in die Rente gegangen ist. Und da war er, ich würde sagen, Ende 50, Anfang 60 so. Also ich müsste es jetzt mal versuchen zu rekonstruieren, weil als ich 89 geboren wurde, war er ja, wenn er von 1927 ist, 62. Ich glaube, der ist ein Jahr vorher in Rente gegangen. Hätte er
Ich meine, jetzt reden wir darüber, länger arbeiten, Rente bis 67 oder noch länger. Hätte er das geschafft? Ich glaube nicht. Aber er müsste das, also wenn er jetzt so alt wäre, müsste Ich weiß nicht, wie genau damals die Bedingungen waren, unter denen er dann in so eine Frühverrentung dann gehen konnte oder ob das einfach damals auch noch andere Maßstäbe waren. Aber hätte das, Man muss natürlich hätte das sagen, körperlich geschafft? Nein, ich glaube, also ich weiß es nicht, weil ich ja die persönliche Erinnerung an ihn und seinen körperlichen Zustand aus späteren Jahren ja habe. Also, aber das war, glaube ich, auch, ich glaube, man muss diese ganze Geschichte, also in der Generation, es war ja nicht nur die Arbeit auf der Kokerei und dann halt im Schreinerbetrieb davor und danach, sondern es waren halt eben auch Kriegsjahre und Kriegsgefangenschaft und generell eine andere Zeit. Also nein, ich glaube, er hätte nicht länger arbeiten können und ich würde auch weiterhin sagen, es gibt auch einige Berufsfelder, bei denen man jetzt vielleicht nicht mit 62 maximal am Ende ist, aber sicherlich auch nicht mit 70. In was für einer ökonomischen Lage seid ihr aufgewachsen? Gab es Entbehrungen oder? Mir fällt es immer so schwer, das so einfach zu beantworten, weil irgendwann, als ich einfach mal so ein bisschen dargestellt habe, in welchen Verhältnissen das war, stand dann irgendwo in der Zeitung, Banaszak hatte eine harte Kindheit, was nicht stimmt. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Also was auch nicht gemeint. Nein, aber das ist, ich sage das deswegen bin ich manchmal vorsichtig bei dem, wie ich es benenne, weil häufig die Verknüpfung finanzielle Schwierigkeiten und Härte sehr stark ist. Und gut, bei mir kam natürlich so eine gewisse familiäre Herausforderung real auch noch dazu. Also mein Vater war alleinerziehend und ich habe letztens nochmal die Zahlen nachgeguckt. Heute sind 17% der alleinerziehenden Männer. Damals waren es 5 oder 6%. Also es war eine absolute Seltenheit, dass Männer, Väter diese Aufgabe alleine übernehmen. Weil zum Beispiel da, wo es einfach Trennungen gab, das damals halt klassischerweise dann so war, dann sind die Kinder halt zu der Mutter gekommen und das war bei uns ja real keine Option. Und das hat nüchtern betrachtet den Effekt gehabt, dass mein Vater entweder Zeit oder Geld hatte, aber ja selten beides, weil wenn man halt Vollzeit als alleinerziehender Vater arbeitet, dann ist man halt eine Zeit lang einfach weg. Wir hatten jetzt auch keine Kinderbetreuung, keine Nanny oder was auch immer, sondern das Glück, dass der Kindergarten, in dem ich war, ist ja in Westdeutschland immer nichts. Das schon. Das war aber auch gar nicht mal so einfach, damals den Platz zu bekommen, als ich dann zu ihm gezogen war. Da hat er sich richtig reingehängt und dieser Kindergarten hatte dann glücklicherweise auch einen Hort. Also als es damals noch keine Ganztagsschulen gab, war in der Grundschulzeit halt nach der Schule die Möglichkeit für mich, dass ich quasi in den Kinderhort dann da gegangen bin bis, weiß nicht, 16:30, 17 Uhr. Und mein Vater hat keinen Führerschein, er hat ja schlechte Augen. Hat dann in der Zeit, als ich bei ihm aufgewachsen bin, eine Zeit, also wir haben in Duisburg gewohnt, hat mal in Wuppertal gearbeitet und mal in Essen. Und der Weg Tür zu Tür von der Wohnung in Duisburg zur Arbeit in Wuppertal waren so eine Stunde 20, eine Stunde 30. Das heißt, kannst ungefähr ausrechnen, was das bei einer Vollzeitarbeit bedeutet. Und es gab auch Phasen von Arbeitslosigkeit. Aber wir haben das eigentlich immer irgendwie jeweils ganz gut hinbekommen. Und deswegen ist mir das so wichtig, nicht irgendwie zu auszuschreiben, Gott, das war so ein schlimmes Leben. Ganz im Gegenteil, das war sehr liebevoll. Es hat mir auch an manchen Stellen Chancen gegeben, sehr früh selbstständig zu werden. Also in einer solchen Konstellation ist es keine Option, dass man nicht mit 11 oder 12 lernt, ein paar Dinge zu tun, die zur Hausarbeit dann dazugehören. Ich fand es dann immer sehr spannend, wenn ich dann in meiner Berliner Zeit in WGs gewohnt habe, Leute kennenzulernen, die mit 19 Jahren dann lernen, Wäsche zu waschen oder eine Toilette zu putzen. Das war bei uns dann keine Option. Und ich glaube, einiges von dem, was ich an Selbstständigkeit, auch Selbstbewusstsein, Souveränität erfahren habe, kommt halt auch aus dieser Situation, die jetzt keine frei gewählte war, aber mit der wir einen Umgang finden mussten und ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Hast du so ein Klassenbewusstsein schon damals entwickelt? Gibt es das bei dir? Ja und nein, weil auf der einen Seite
Also die finanzielle Lage, auch so die Selbstverständlichkeit, mit der dann andere in meinem Alter in der Schule bestimmte Dinge sich leisten konnten, bestimmte Lebensentscheidungen treffen konnten, das gab es halt bei uns nicht. Also ich hatte jetzt keine Markenklamotten, wir haben jetzt auch keine ausufernden Urlaube gemacht. Zum 18. Geburtstag wurde auch kein Auto geschenkt und kein Bausparvertrag oder was auch immer. Und da merkt man ja das andere. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Und umgekehrt ich bin zwar der Erste, der in meiner Familie ein Studium abgeschlossen hat, aber mein Vater hat auch studiert und zum Beispiel gab es bei uns viele Bücher zu Hause. Und das muss man ja, und Lesen, Beschäftigung mit Wissenschaft, mit Bildung, mit Kultur war schon auch ein Thema. Also so dieses, ich sag mal, Zerrbild von Arbeiterhintergrund oder proletarischer Hintergrund, wenig Geld gleich, bildungsfern gleich. Das meine die soziale ökonomische. Genau, ja, genau. Nein, aber ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil die Frage, welche Chancen man im Leben hat zum einen damit zu tun, welches finanzielle Kapital einem mitgegeben ist. Es hat aber auch etwas damit zu tun, welches kulturelle und soziale Kapital man mitbekommt. Und da würde ich sagen, habe ich aus meiner Familie, aus meinem Aufwachsen auch einiges mitgenommen, was mir dann auch geholfen hat. Also wir haben zum Beispiel zu Hause unheimlich viel diskutiert. Aber jetzt halt nicht uns angeschrien und gesagt, so ist es jetzt, sondern das war immer eine total starke Meinungsverschiedenheiten werden argumentativ gelöst und das ist natürlich eine super Schule für viele Dinge, die ich dann danach gemacht habe und das ist aber das, was jetzt erst einmal in den Klischees häufig nicht mit sozusagen dem finanziellen Hintergrund verknüpft wird, den ich hatte und deswegen ist dieses Klassenbewusstsein in gewisser Weise da, ja, auch ich glaube nochmal verstärkt durch die Geschichte meiner Großeltern, also wie gesagt, Opa war Kokerei, meine Oma hat hat Hausfrau und Mutter, aber hat halt nebenbei noch halt in der Kirchengemeinde geputzt, damit das alles irgendwie funktioniert. So, und natürlich nimmt man da was von mit. Ich bin nur immer ein bisschen vorsichtig, weil ich diese Gerhard Schröder-Stories, wir haben den Kitsch aus den Fenstern gefressen, das werde ich nie vergessen und die Arbeiteridentität, die ist für immer in mir drin. So, ich weiß, dass ich selbst ein anderes Leben führe und ich meine aber mit einem anderen, ich würde sagen, was ich merke, ist, ich bin mit einem anderen Selbstverständnis aufgewachsen, als ich das jetzt im Bundestag häufig bei anderen merke. Also ein Bannerschak glaubt erstmal nicht, ihm gehört die Welt. So. Ich meinte auch, es gibt ja auch politische Parteien, Union, FDP und weiter, die quasi gar kein Klassenbewusstsein haben, beziehungsweise quasi negieren, dass wir in der Klassengesellschaft leben. Ich würde sagen, es gibt da durchaus auch Klassenbewusstsein, aber Klassenkampf gibt es ja auch von oben. Genau. Und, nein, natürlich. Und deswegen war zum Beispiel für mich rein emotional, also ohne, dass ich jetzt alle Wahlprogramme gelesen hätte, nie eine Option, dass ich zur Union oder zur FDP gehe. Das war einfach emotional recht weit von mir weg. Also jetzt nicht nur, was die sozialen Fragen angeht, sondern auch Lebensgefühl, Fragen von gesellschaftlicher Freiheit und so weiter. Aber na klar, man nimmt davon schon was mit. Wie bist du mal in den Grünen gelandet? Ich meine, du bist 2009 eingetreten. Ich bin 2009 eingetreten. Also während des Abis? Oder was? Nee, danach. Ich hatte eigentlich immer eine ziemlich große Distanz zu Parteien. Also in meinem Umfeld gab es das auch nicht. Also in meiner Familie war niemand in der Partei aktiv. Einer meiner damals ganz guten Freunde war bei den Duisburger Grünen und ich saß dann irgendwann mit ihm in der Kneipe und habe ihm erzählt, dass Parteien ein ganz schlimmer Ort sind, da wird man korrumpiert und macht dann ganz schlimme Kompromisse und das ist alles so schwerfällig und eigentlich muss man doch eher überlegen, wie man die Revolution organisieren kann und das war ja so die Zeit. Also kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja, gerne. Ja. Nein, das ist schon, also ich bin, ein Teil meiner Politisierung kam zum Beispiel dadurch, dass ich mich relativ intensiv mit diesem Jahr 1968 und der ganzen Bewegung, die dahinter steckte, auseinandergesetzt habe. Ich hatte Französisch-Leistungskurs in der Schule und habe mich dann mit dem Pariser Mai 68 und
den ganzen Fragen damals mal in so einer Facharbeit beschäftigt und 2008 war ja gerade 40 Jahre 68 und dann liefen abends bei Arte irgendwelche schönen Filme von Bertolucci über freie Liebe in Paris dieser Jahre und so weiter. Und das war eigentlich für mich eher so ein emotionaler Bezugspunkt. So. Und jetzt muss man sagen, die Grünen waren schon relativ nah an diesem Gefühl ja auch dran, aber trotzdem hatte ich eigentlich kein Interesse, in eine Partei zu gehen. Auch wenn ich mich immer für Politik interessiert habe, schon, auch vorher schon. Und dann habe ich 2007 mal ein Praktikum gemacht, also 11. Klasse. Und habe das dann im Landtag von Nordrhein-Westfalen gemacht, weil ich dachte, ich will mir das mal angucken. Hatte mich relativ random bei einigen SPD- und einigen grünen Landtagsabgeordneten beworben, weil ich dachte, das ist so das Spektrum, was für mich in Frage kommt. Und habe dann peinlicherweise sogar in einer Bewerbung nicht rechtzeitig im Word-Dokument den Namen der Abgeordneten geändert und habe dann Sigrid Bär als sehr geehrte Frau Asch angesprochen und die hat sich dann aber Sigrid Bär nicht von irritieren lassen und gesagt, ja, mach gern hier dein Schülerpraktikum bei mir. Und dann habe ich 2 Wochen Praktikum im Landtag gemacht, mir das alles angeguckt und danach einen Praktikumsbericht geschrieben und gesagt, alles schön und gut, war super interessant, aber nichts für mich. Und so war erstmal dann der Stand und dann habe ich eigentlich gedacht, also ich wollte irgendwas im politischen Bereich machen, habe eher über so Entwicklungszusammenarbeit, Friedens- und Konfliktforschung damals nachgedacht und bin dann aber 2009 nach dem Abi nach Berlin gezogen, erst für meinen Zivildienst in der Altenpflege und dann wollte ich hier studieren und bin durch Zufall im Wahlkreis von Hans-Christian Ströbele gelandet, also dem Zipfel Prenzlauer Berg, der zu seinem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg noch gehörte. Und den fand ich cool und dachte, super, dann kann ich ja sogar den Grünen aus meinem Wahlkreis ja wählen. Das lohnt sich ja sogar, der gewinnt den ja vielleicht. Und habe dann 2009, das war die erste Wahl, bei der ich selbst, die erste Bundestagswahl, bei der ich wählen konnte. Bei der Europawahl durfte ich auch schon ein halbes Jahr vorher, aber dann war die erste Bundestagswahl und ich war mir irgendwie relativ sicher, dass ich die Grünen wählen würde, so aus so einem Gefühl heraus und fand aber einige Dinge blöd. Und habe mich gefragt, was mache ich denn jetzt damit? Und dann ist irgendwann so 3 Wochen vor der Bundestagswahl die Entscheidung gereift oder war so spontan am Samstag in meiner WG am Küchentisch, dass ich dann diesen Mitgliedsantrag da ausgefüllt habe und gesagt habe, naja, ich will die jetzt wählen, ich will den Ströbele sogar im Wahlkampf noch unterstützen. Dann muss man ja in eine Partei gehen, aber wenn man in eine Partei geht, dann kann man ja auch die Dinge verändern, die man nicht gut findet. Und so bin ich da reingeraten. Wie viel Ströbele steckt noch in dir? Habe jetzt nicht den Eindruck, dass du jetzt in die Fußstapfen. Nein, ich war auch nie Ströbele oder ich würde sagen, es steckt ein bisschen was von ihm in mir, aber was denn? In Dosen. Ich glaube schon, dass also erstens habe ich einen riesigen Respekt vor seiner Vita und Biografie. Ich weiß nicht, ob du diesen Film Die Anwälte damals mal gesehen hast. Ich habe den sogar mehrfach geguckt. Und fand gerade so in diesem Vergleich Horst Mahler, Otto Schily, Christian Ströbele, da wusste ich schon so, choose your fighter, bei wem ich mich zu Hause fühle. Und ich habe ja auch eine Zeit lang neben meinem eigenen Engagement bei der Grünen Jugend für einen Kreuzberger Abgeordneten hier im Abgeordnetenhaus gearbeitet, der ja auch aus dieser Traditionslinie kommt. Und ich glaube, dass viel von dem, was Ströbele so an Aufbegehren gegen Autoritäten, gegen eigene Fraktion. Gegen die eigene Fraktion und so weiter, das finde ich immer noch imponierend. So. Und glaube, dass es eigentlich der Politik gut täte, wenn es von Leuten wie Ströbele mehr noch gäbe. So unabhängig davon, ob ich das jetzt sein sollte. Ich glaube, ich habe eine andere Persönlichkeitsstruktur, aber ich fand schon interessant. Liegt das an der Persönlichkeit? Auch, ja. Okay. Ja, weil zum Beispiel, also Ströbele ja bewusste Entscheidungen getroffen hat, die ja jeweils auch einen Preis hatten. Also, und er hat, glaube ich, für sich richtige Entscheidungen getroffen. Also wie kann er seine Wirksamkeit durch diesen Modus, durch diese politische Praxis maximieren? Aber es gibt andere Möglichkeiten, politische Wirksamkeit zu maximieren oder zu entwickeln und andere Rollen, die man noch einnehmen kann. Und ich habe zum Beispiel, ich glaube, das hat auch etwas mit meinem Aufwachsen zu tun.
also Ströbel hat sich schon auch sehr stark von Mehrheitsgesellschaft abgegrenzt. So, nicht von der Mehrheitsgesellschaft in seinem Wahlkreis, aber die Mehrheitsgesellschaft in seinem Wahlkreis in Friedrichshain-Kreuzberg ist halt auch nicht repräsentativ für das ganze Land. Und das war halt er ist der Abgeordnete, der Repräsentant seines Wahlkreises. Genau, und das ist ja auch total richtig. Und er hat genau den Job auch, also er war der Richtige für diesen Wahlkreis und der Wahlkreis war auch richtig für ihn, weil da eine große Kohärenz zwischen seiner eigenen Position, dem, wie er Politik machen wollte und den Erwartungen da war. Nur ist Friedrichshain-Kreuzberg halt auch nur ein Ausschnitt von Deutschland. Und ich würde sagen, dass ich ein anderes Interesse daran habe oder eine andere Orientierung daran habe, Positionen, von denen ich überzeugt bin, progressive linke Positionen über so ein Milieu hinaus anschlussfähig zu machen soll. Aber das ist ohne Wertung. Und trotzdem, also in meinem Büro hängt, ich schleppe seit 10 Jahren ein wunderschönes Porträt von Rio Reiser von Büro zu Büro und habe ihn immer in meinem Nacken hängen und das hat auch eine gewisse Symbolik, weil ich denke, wenn mir Rio Reiser von hinten über die Schultern schaut, dann ist das auch dann hat das auch etwas Mahnendes, dass man bei allem Pragmatismus, bei aller Suche nach Konsensen, nach Mehrheitsfähigkeit seine Ideale, Werte und Grundorientierungen jetzt nicht vergisst. So, und das ist nicht immer einfach. Hast du mal mit Claudia Roth mal über die ganze Rio Reiser-Zeit gequatscht? Claudia und ich haben sehr viel über Rio Reiser gesprochen. Und, wir verraten mal nichts, sie hat alles bei Jung und Naiv damals erzählt. Ja. Und das ist auch deswegen, ich meine, ich habe Rio ja nie persönlich kennengelernt. Ja. Ich habe mal seinen Bruder so am Rande irgendwo getroffen und ich war mit Claudia zusammen viel auch im Ruhrgebiet unterwegs. Also ich meine, Rio ist ja auch, der ist zwar kein gebürtiges Kind des Ruhrgebiets und hat auch die letzten Jahre nicht dort gelebt, aber diese ganze Region Dortmund-Unna ist sehr stark davon geprägt. Und deswegen ist das Interessante, also Claudia ist ja bayerische Schwäbin, aber eine der zentralen Politisierungserfahrungen sind bei ihr ja auch aus dem Ruhrgebiet, aber aus dieser Zeit, die sie mit Rio und mit den Scherben da verbracht hat. Und es ist für mich noch immer so, also du wirst auch, wenn du recherchierst, viele Bundestagsreden von mir finden, in denen Rio Reiser Zitate vorkommen. Habe ich schlecht recherchiert. Nein, ist ja nicht schlimm, aber ich habe es auch irgendwann aufgehört, so als Obsession in jede Rede einbauen zu müssen, aber es gibt zum Beispiel eine wunderbare Situation im Plenum. Ich weiß gar nicht mehr, was der Ausgangspunkt war. Ampel aus. Es ist vorbei. Nein, es gibt ein Lied, da kommen die Zeilen vor. Drum schluckt sie runter, eure alten Phrasen und fasst euch endlich mal an eure eigenen Nasen. Und ich habe das der Unionsfraktion entgegengeschleudert und habe gesagt, wie es der Zufall so will, dieses Lied heißt Bitterböser Friedrich. Und Rio Reiser bietet Anlass für sehr, sehr viele Momente. Und ich habe irgendwann angeboten, dass man für jeden Gemütszustand gerne nach einem passenden Rio Reiser-Lied fragen darf. Und meistens fällt mir relativ schnell eins ein. Was hast du studiert und warum? Ich habe an der FU in Berlin Sozial- und Kulturanthropologie und Politikwissenschaft studiert. Und Sozial- und Kulturanthropologie, das muss man, glaube ich, erklären, das ist kein gebräuchliches Studium. Früher nannte man das Ethnologie, davor noch Volkskunde und das ist ganz gut, dass man das nicht mehr tut. Oder Völkerkunde. Geschichte der Menschheit so quasi. Na, im Kern, also es ist ein Fach, das sich relativ häufig auch gewandelt hat. Es geht im Kern um die Frage, wie eigentlich menschliches Zusammenleben von kulturellen Codes, von gesellschaftlichen Normen und Absprachen und so weiter geprägt ist. Und die Tradition dieses Fachs ist ein bisschen mindestens ambivalent, weil da auch so eine gewisse Komplizenschaft zu kolonialistischen Strukturen bestanden. Also die ganzen Gebeine, die dann beispielsweise aus den deutschen Kolonien nach Deutschland gebracht wurden, wurden dann auch von Ethnologen oder von Völkerkundlern untersucht, um zu gucken, kannst du aus den Schädelgrößen und Formen irgendetwas ableiten und so weiter. Also ganz auch schwierige Fachgeschichte, aber die Disziplin hat das relativ intensiv reflektiert.
Und ein paar so Debatten, mit denen ich, glaube ich, auf die ich heute auch anders gucke als in meinem Studium selbst, sind auch aus so einer kulturanthropologischen, ethnologischen Perspektive beeinflusst. Also so viele so postkoloniale, auch teilweise Gender Studies haben dann einen Bezug zu. Und das war damals auch mein Interessensgebiet und meine Abschlussarbeit habe ich dann über die Darstellung des deutschen Kolonialismus in Geschichtsbüchern oder im Geschichtsunterricht geschrieben. Und dazu kam halt Politikwissenschaft als Nebenfach. Was aber an der FU auch etwas anders war als jetzt an der NRW School of Governance in Duisburg beispielsweise. Also auch viel, also halt am OSI, ne, was man da halt so macht. Aber ja. Und nur einen Bachelorabschluss, ne? Also ich habe nur einen Bachelorabschluss, so ist es. Ja, ich habe immer mal wieder überlegt, das zu ändern und dann ist die Realität dazwischen gekommen. Ich meine, korrigiere mich, aber eigentlich hast du quasi seit Grünen Eintritt irgendwie auch immer bei den Grünen zu tun gehabt, da gearbeitet für Mitarbeiter. Ich bin Parteisoldatenkarriere. Ich erfülle sehr viele Klischees von genau denen, die, also von diesem noch nie irgendwie gearbeitet, kein Unternehmen gegründet. Nee, noch nie gearbeitet, erfülle ich nicht. Ich habe sehr unterschiedlich gearbeitet, aber du bist seit 16 Jahren in dieser grünen Bubble. In dieser Bubble, in diesem Kosmos und ist das im Nachhinein gut gelaufen oder ist es gut gewesen? Ich meine, das kommt also ja, ich glaube, kommt ja mal wieder vor. Also ich würde sagen, es wäre schlecht, wenn alle, die in der Politik tätig wären, diesen Lebenslauf hätten. Es ist gut, dass es in Parteien, in Parlamenten, in Fraktionen auch Menschen mit anderen Hintergründen und Biografien gibt, aber ein bisschen wird manchmal so die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Also jemand sollte möglichst jung und frisch, dynamisch, unverbraucht sein, aber Arbeiterhintergrund, in der Gewerkschaft aktiv, aber auch ein Unternehmen gegründet, viele Kinder, aber auch das geht halt nicht alles gleichzeitig so. Und die Sorge, die ich habe, ist schon, und das sage ich mit einer gewissen Selbstkritik, dass die Rekrutierungsmechanismen in allen Parteien, auch bei den Grünen, sich stärker in die Richtung ausrichten, dass es mehr von meinen Biografien gibt, als jetzt, dass wir Nicht-Akademiker, Handwerkerinnen, Unternehmerinnen und was auch immer in den Strukturen haben. Und deswegen ist ja die Frage, ich werde ja meine Biografie jetzt nicht mehr im Nachhinein ändern können. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt besonders sinnvoll wäre, zu sagen, ich steige jetzt erstmal aus und mache dann nochmal eine Ausbildung zum so und so oder so etwas. Aber ich frage mich halt schon, kann ich dazu beitragen, dass es insgesamt ein bisschen diverser, ein bisschen vielfältiger wird und was muss ich tun, um diese anderen Perspektiven auch in meine Politik einfließen zu lassen, die ich jetzt nicht aus eigener Anschauung da mitbringe. Ich habe noch nie Unternehmen gegründet oder geleitet, ist halt so. Was ich jetzt auch mit Erfahrung der letzten Jahre bei anderen Grünen, die wie du quasi ganze Zeit quasi nach der Schule und so weiter bei den Grünen aktiv waren, da wurde auch oft im Nachhinein, die jetzt quasi raus sind, beschrieben, naja, wenn du diese Parteisoldatenkarriere, um es mal so zu formulieren, durchläufst, dann verliert man oft, nicht verliert, aber man passt seine eigenen Überzeugungen der Partei an. Also so eine gewisse inhaltliche Regression zur Mitte. Ich meine, wir können gleich mal über deine ursprünglichen Überzeugungen sprechen und wie das jetzt ist. Ich würde zwei Dinge eigentlich voneinander trennen, aber sie können zusammenfließen. Es gibt auf der einen Seite schon die Gefahr, und die ist real, dass wenn man eine solche Biografie hat, in einer anderen Form von Abhängigkeit ist, also in einer finanziellen Abhängigkeit, weil man jetzt nicht sagen kann, ich gehe in meinen alten Beruf zurück, weil welcher sollte das bei mir sein? Ja. Also der letzte Beruf sozusagen außerhalb des politischen Spektrums war, dass ich meinen Zivildienst in der Altenpflege gemacht habe. Da würde ich vermutlich wegen des Fach- und Arbeitskräftemangels mit Kusshand aufgenommen werden, aber das ist natürlich eine andere Situation. Mhm. Das Zweite ist die Frage, hat man eine innere Unabhängigkeit? Also wie sehr ist man eigentlich selbst auf diese Rolle, auch auf das, was damit einhergeht, angewiesen fürs Selbstwertgefühl, dafür, dass man denkt, das ist jetzt irgendwie passend. Und ich glaube, das ist aber kein Automatismus, der sich aus so einer Biografie ergibt, aber vielleicht ist es sozusagen befördert, ist das leicht. Und
Die andere Frage, geht man im Laufe eines politischen Weges oder eines auch Älterwerdens auch manchmal, also biegt man inhaltlich, strategisch auch mal irgendwann woanders ab. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass das nicht als, du hast es jetzt so ein bisschen in diese Richtung so intoniert, als, naja, das ist der Opportunismus, wenn man halt das sagt, dann gibt man halt seine Werte und Ideale auf und irgendwann geht es nur noch darum, um die Wiederwahl und dann sagt man auf dem Parteitag nicht mehr, was man eigentlich denkt, sondern das, was man glaubt, was die anderen hören wollen. Ich glaube, es gibt solche Normierungstendenzen in jeder Organisation und die funktionieren dann bei den Grünen anders als bei der Union. Aber es ist kein Naturgesetz, dass man sich diesen Normierungstendenzen ergibt und vor allem nicht aus der Biografie heraus. Und mein Selbstbild ist, ich kann das jeweils ganz gut für mich einordnen. Und die Positionsänderungen, die ich vorgenommen habe, und ja, davon gibt es welche, die sind auf einer Reflexion und einer bewussten Entscheidung begründet, die man gut oder nicht gut finden kann. Ich würde es mal an einem Beispiel, was mir aufgefallen ist, als du 2013 grüner Jugendchef wurdest. Da hast du ja unter anderem, also hast dich beworben damit, dass dein Schwerpunkt Asyl und Soziales ist, also Asyl- und Sozialpolitik. Du hast sehr für Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, gekämpft, wolltest ein besseres Leben für sie erkämpfen, die Situation gerade von Asylbewerbern und die geduldet sind und so weiter verbessern. Und dann kommst du 2021 im Bundestag. Ampel ist an der Macht, du bist Teil der Regierungskoalition. Und dann in den 3 Jahren, also korrigier mich, dafür, wofür du gestimmt hast in der Koalition, da habt ihr wenig bis gar nichts verbessert für die Menschen, die hier Asyl suchen, beziehungsweise die hier Hilfe brauchen. Ne, ihr habt angefangen, die sicheren Herkunftsstaaten auszuweiten. Ihr habt Ausreisegewahrsam verdreifacht, also beim Rückführungsverbesserungsgesetz. Ihr habt eine Bezahlkarte eingeführt. Ihr habt die Dublin-Fälle so geregelt, dass die Leute, die anderswo schon gemeldet waren, keinen Anspruch mehr auf Asylleistungsgesetz haben. Ihr habt sogar die Befugnisse zur Identitätsfeststellung erweitert, dass die Daten der Menschen ausgelesen werden können. Und ihr habt GERS mitverhandelt. Hätte der damalige Felix 2013 gedacht, dass er das später, wenn er im Bundestag ist, alles machen muss? Nein, und er hätte es auch kritisiert und ich glaube auch zu Recht. Warum hast du es denn gemacht? Und naja, Du hast da überall zugestimmt. Ich habe da überall zugestimmt. Ich habe grundsätzlich in dieser Regierung an allen Stellen zugestimmt. Ich habe an keiner Stelle mit Nein gestimmt. Und ich habe auch nicht enthalten, ne? Nein, ich habe mich auch nicht enthalten. Und das kann ich auch sehr gerne begründen, weil ich das für mich jeweils intensiv überlegt habe. Und es gab gerade in den Migrations- und Asylfragen viele Punkte, wo ich sehr ernsthaft darüber nachgedacht habe, das anders zu machen, aber es mich jeweils nicht dafür entschieden habe. Und ich weiß, also du hast das Gespräch mit Nike geführt, du hast das mit wahrscheinlich ganz vielen anderen geführt, ich finde das gleiche Gespräch jetzt gerne nochmal. Aber natürlich hat es einen Grund, warum ich das getan habe. Und trotzdem ist die... Darauf wollte ich nicht hinaus, dass du nicht gegen die Fraktion gestimmt hast, sondern einfach nur, der junge Felix ist bei den Grünen aufgestiegen, weil du dich für Asylfragen engagiert hast und weil du das Leben der Schwachen in diesem Land verbessern wolltest. Und tatsächlich hast du dann, als du die Chance hattest im Bundestag, deren Chancen, deren Situation verschlechtert. Nee, das ist eine falsche Zusammenfassung, mit der ich nicht einverstanden bin, aber mal, also vielleicht 2, 3 Ebenen parallel. Das eine ist, relativ viel von dem, was du gerade vorgelesen hast, halte ich für falsch. Ich habe in dieser ganzen Ampelzeit regelmäßig Dingen zugestimmt, die ich nicht für richtig gehalten habe. Lustigerweise, was heißt lustigerweise, die FDP auch, die SPD auch. Das ist das Wesen einer Koalition. Die FDP hat nicht aus Überzeugung für die Energiewende gestimmt. Relevante Teile der FDP haben nicht aus Überzeugung für das Selbstbestimmungsgesetz gestimmt oder den Mindestlohn, sondern weil das Teil einer Koalitionsvereinbarung war. Sure. Und wenn die Abwägung, die man als Abgeordneter bei diesen Entscheidungen für sich treffen muss, ist, rechtfertigt die individuelle Ablehnung dieses einen Punktes eigentlich, dass man
auch in Kauf nimmt, dass wenn man da Nein sagt, dass man auch die Mehrheiten für die Dinge, die man an Verbesserungen erreicht, dann nicht mehr hat, weil dann irgendwann ja auch die Koalitionspartner nicht mehr gegen ihren Willen abstimmen. Aber da waren viele Sachen dabei, die nicht im Koalitionsvertrag gestanden haben. Das weiß ich, aber um das ganz offen zu sagen, die Koalitionsverträge in dieser Zeit sind darauf angelegt, dass sie am Ende nicht so umgesetzt werden. Und ich finde, dass da... Aber das war ja gerade ein Argument, weil das im Koalitionsvertrag stand. Nein, nicht weil es im Koalitionsvertrag steht, sondern es war ja eine Koalition. Ich war jetzt in der Ampel als einfacher Abgeordneter, aber ich habe 2022 in Nordrhein-Westfalen einen schwarz-grünen Koalitionsvertrag federführend als Landesvorsitzender verhandelt, mit Mona Neuber gemeinsam und Henrik Wüst auf der anderen Seite. Und Koalitionsverträge versuchen zu Beginn einer Koalition, also wenn man erstmal mit anderen Partnern, die andere Programme hatten, etwas vereinbaren möchte, zu sagen, pass mal auf, hier einigen wir uns hierauf, hier einigen wir uns darauf und hier passiert das Dritte. Und während eine solche Koalition arbeitet, hat sie eigentlich immer zwei Herausforderungen parallel, möglichst viel von dem umzusetzen, worauf man sich verständigt hat. Und die Ampel hat bei allem, ich gehöre nicht zu den Verfechtern beste Regierung aller Zeiten, so, aber die Ampel hat relativ viel von dem umgesetzt und hinbekommen, worauf sie sich verständigt hat. Dazu gehörte zum Beispiel der Mindestlohn, also den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen und ganz viele andere Dinge. Aber ich will hier keine Werbeshow für die Ampel machen. Aber das ist das eine. Und das zweite ist, dass immer wieder in den Regierungsalltag und in den Politikalltag externe Ereignisse, Veränderungen und so weiter reinkommen und dann ist ein Koalitionsvertrag im besten Fall eine grobe Orientierungslinie, aber er wird nicht mehr eingehalten und umgesetzt. Ja, es gab ja teilweise Terroranschläge bzw. Messerangriffe und so weiter, wo dann quasi Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, quasi ein afghanischer Täter und dann wurden aber die Afghanen allgemein. Thilo, ich bin nicht hier, um zu sagen, das war alles super, wie es gelaufen ist. Ich habe da extrem an vielen Stellen drunter gelitten und weil du gerade meine Rede 2013... Aber du bist ja nur deinem Gewissen verpflichtet. Nein, ich bin nicht nur meinem Gewissen verpflichtet. Das ist eine wirklich lustige Geschichte. Also natürlich bin ich nur meinem Gewissen verpflichtet. Aber mein Gewissen verpflichtet zu sein, heißt nicht, dass ich sämtliche anderen Realitäten, Normen, Zwänge, Absprachen ignorieren kann. Wenn ein Abgeordneter diesen Gedanken, nur seinem Gewissen verpflichtet zu sein, so interpretiert, dass er sagt, bei jeder Abstimmung macht er nur das, was er selbst persönlich gerade für richtig hält, dann wird keine Koalition mehr existieren, dann wird keine verbindliche Absprache entstehen und dann wird dieses demokratische System arbeitsunfähig. Und deswegen muss der Abgeordnete, wenn er seinem Gewissen verpflichtet ist, abwägen. Und da gibt es aus meiner Sicht legitime unterschiedliche Abwägungen. Sure. Muss abwägen, ist also rechtfertigt die Ablehnung dieser einen Maßnahme, dass man in Kauf nimmt, dass das Ergebnis ist, dass das komplette Gefüge nicht mehr funktioniert. Und ich habe nie, wenn Leute bei mir in der Fraktion an diesen Stellen mit Nein gestimmt haben, gesagt, wie konntest du nur, sondern ich hatte da meistens sehr, sehr großes Verständnis für. Nur umgekehrt ist halt diese Idee, dass einfach jeder an einer solchen Stelle, wo man etwas falsch findet, also wenn man dann sagt, ich stimme mit Nein und ich mache eine persönliche Erklärung, ich habe mit Nein gestimmt, ich sage nach außen, anders als die anderen in meiner Fraktion bin ich mit reinem Gewissen aus dieser Abstimmung rausgegangen, dann hat das teilweise, also hat das eine Form von so einer moralischen Überhöhung, die der Lage und den Entscheidungen der anderen nicht gerecht wird. Und wenn ich das nur einmal noch, weil das ist eine der Fragen, über die ich in den letzten Jahren am meisten nachgedacht habe. Es war nicht nur so, dass ich 2013 auf diesem Grünen Bundeskongress, ich gehe davon aus, dass du ein ganz schlimmes altes YouTube-Video gefunden hast, wo ich mit großer Aufregung und viel zu schnell dann da meinen Text runtergerattert habe, über das Thema gesprochen, sondern ich habe im Jahr 2017 mehrere Wochen fast ausschließlich damit verbracht, zu versuchen, eine nach Nepal abgeschobene Familie mit einer 14-Jährigen nach Deutschland zurückzuholen. Und das hat damals geklappt. Und das habe ich auch nicht alleine gemacht. Das hat sehr, sehr viel kluges Agieren und die Unterstützung von unterschiedlichen Akteuren und so weiter gebraucht. Und ich bin extrem frustriert, dass eine solche Situation heute gar nicht mehr denkbar wäre, weil der komplette gesellschaftliche Diskurs in dieser Migrationspolitik sich ganz woanders hin entwickelt hat. Weil
nicht nur unter dem Eindruck dieser ganzen Terroranschläge, sondern auch des Erstarken rechtsextremer Parteien in Europa und so weiter in der Gesellschaft etwas gekippt ist. Und ich habe mich in der ganzen Ampelzeit immer gefragt, wie weit geht das jetzt hier eigentlich noch und was kann man eigentlich tun, um eine andere Ausgangslage wieder zu erzeugen? Und ich würde sagen, nicht alles von dem, was du vorgelesen hast, war falsch. Es gibt Dinge, und es gibt übrigens auch Dinge, die wir im Migrationsbereich verbessert haben. Also schau dir das ganze Thema Staatsbürgerschaft und doppelte Staatsbürgerschaft an. Sure. Genau, deswegen, die Bilanz ist in meiner Wahrnehmung ambivalent, aber ich finde sie überwiegend problematisch. Geht mir persönlich so. Und einige dieser Maßnahmen, wie zum Beispiel die Bezahlkarte, ich habe damals eine persönliche Erklärung abgegeben und gesagt, der einzige Grund, warum ich dafür zustimme, ist, dass Olaf Scholz das will und die Koalition daran knüpft. Ja, ich finde, man muss das ja ehrlich machen. Ja, dann kann man sagen, oh, das ist ein Umfaller. Ich finde es einfach ehrlich, dann zu sagen, der Grund, also ich habe keine inhaltliche Begründung dafür, dieser Bezahlkarte zuzustimmen. Ich halte das für einen Fehler und wenn ich die Macht und den Einfluss und die Chance hätte, das zu ändern, würde ich das tun persönlich. Hatte ich aber damals nicht. Der Punkt war, weil du, und ich habe jetzt nicht alle deine Entscheidungen in der Ampel und deine Zustimmung jetzt kritisch gesehen, sondern weil du mit Asylpolitik in die Politik gegangen bist, bei den Grünen hochgekommen bist und bei keiner dieser Abstimmungen hat es an deiner Stimme gelegen, dass die Mehrheit der Koalition steht. Ja, aber das ist Wohlfall. Wenn man so nach der Logik denkt und sagt, was ist für die Sache gewonnen? Also ich finde diese Logik, und das ist ja ehrlicherweise, ich habe gerade sehr positiv über Ströbele gesprochen, ja, aber erinnere dich an diese Abstimmung, als es um den Afghanistan-Einsatz ging. Ja? Da war klar, Gerhard Schröder verbindet die Abstimmung über die Entsendung deutscher Soldaten nach Afghanistan mit der Vertrauensfrage, also mit seiner Kanzlerschaft, also mit der Koalition. Die Koalition hatte damals, ich glaube, 4 Stimmen Mehrheit, Rot-Grün, in der Wahlperiode. 4 Stimmen Mehrheit. Und es war klar, es gab 8 Abgeordnete bei den Grünen, unter anderem Hans-Christian Ströbele und 7 andere, er hat sie erzählt, ja, die dagegen stimmen wollten. Und was haben die damals gemacht? Die haben halt gesagt, okay, 4 Stimmen dafür, 4 Stimmen dagegen. Das heißt, Christian Ströbele hat zwar gesagt, nein, ich bin gegen diesen Einsatz in Afghanistan, aber er hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass es ihn gibt. Weil er dafür gesorgt hat, dass 4 andere dafür stimmen. Und ich finde das jetzt nicht irgendwie verwerflich, das so zu tun, nur umgekehrt zu sagen, weil es auf meine Stimme nicht ankommt, stimme ich jetzt mit Nein, damit ich irgendwie mein Gewissen nach vorne tragen kann und sagen kann, ich als jemand, der aus dieser Beschäftigung mit dem Thema unter anderem mal in die Politik gegangen ist, kann jetzt Nein sagen, aber ich spekuliere darauf, dass es genug Leute in meiner Fraktion gibt, die mit Ja stimmen, damit am Ende die Entscheidung doch umgesetzt wird, die ich für falsch halte, aber ich bin sozusagen von dem moralischen Dilemma befreit. Das fände ich nicht fair. Und deswegen habe ich mich immer, übrigens, letzter Satz dazu, ich habe mich auch an manchen Stellen dafür entschieden, mit Ja zu stimmen, damit andere, die das nicht übers Herz bringen konnten, mit Nein stimmen konnten. Julian Pahlke beispielsweise, ja, der ist noch in einem ganz anderen Maße mit dem Thema verknüpft gewesen. Der ist aus der Seenotrettung gekommen und der hat hart gelitten unter diesen ganzen Fragen. Und er hat an manchen Stellen gesagt, Felix, ich will das hier nicht strategisch für mich abwägen, mir ist auch egal, was meine Community sagt, aber ich kann es für mich nicht tun, ich kann hier nicht mit Ja stimmen. Und da habe ich gesagt, wenn das für dich an dem Punkt so ist, dann ist es so und dann frage ich dich aber, möchtest du denn, dass das abgelehnt wird? Möchtest du denn, dass an der Stelle im Zweifel halt keine Mehrheit zustande kommt? So, und jetzt werde ich nicht diese Gespräche weiterberichten, aber ja, wenn sozusagen ganz viele Leute gesagt hätten, wir wollen, dass, weil wir diese Entscheidung für falsch haben, das ganze Konstrukt hier zusammenbricht, die ganze Ampel scheitert, dann hätte man diese Debatte führen müssen. Aber man kann nicht sagen, wir wollen zwar, dass die Ampel weiter existiert, wir wollen zwar, dass diese Kompromisse, auf die man sich insgesamt verständigt, auch von den anderen eingehalten werden, aber wir wollen selbst damit nichts zu tun haben, nichts dazu beitragen. Und die Frage, die sich mir stellt, ich war kurz vor dem Ampelbruch mal bei der Grünen Jugend auf dem Bundeskongress, als ich als Bundesvorsitzender kandidiert habe. Und da gab es ja eine große Verärgerung über genau diese Entscheidung und so weiter. Und da haben einige gesagt, diese Regierung hält doch eh nicht mehr lange, warum haltet ihr denn jetzt daran fest und stimmt bei Dingen mit, die ihr eigentlich für nicht richtig haltet, nur um diese Regierung zu stabilisieren? Und mit Blick darauf, wie die Regierung dann am Ende geplatzt ist,
würde ich auch sagen, naja, fair enough, hätte man natürlich auch anders drüber nachdenken können. Aber umgekehrt, lass uns bitte mal einmal das Szenario durchdenken. Eine Ampelregierung, das zu dem Zeitpunkt damals progressivste Bündnis, was sozusagen denkbar schien, eine Mehrheit hatte, zerbricht. Das wäre Rot-Rot-Grün gewesen. Nein, das hatte keine Mehrheit. Okay. Rot-Grün hat seit 15 Jahren keine Mehrheit mehr. Okay. Qualifikation war Mehrheit, okay. Nee, genau, ja, aber das muss man ja mit einrechnen. Also die Ampel war zu dem Zeitpunkt unter den gesellschaftlichen und parlamentarischen Mehrheiten das progressivste Bündnis, das eingegangen werden konnte. Ja. Mit all den Schwierigkeiten, die es mit sich gebracht hat. Und es war die Koalition, die bestimmte Gesetze und bestimmte Entscheidungen treffen konnte, die keine andere Koalition wahrscheinlich umgesetzt hätte, also vor allem keine, die eine Mehrheit gehabt hätte. Beispielsweise die Abschaffung von Paragraph 219a. Das geht nur, wenn du eine Koalition ohne CDU hast. Ja, die CDU wird das niemals ändern. So, und dann hast du diese Regierung. Und dann einmal das Szenario durchgerechnet. Diese Regierung wäre zerbrochen, weil entweder die Grünen oder die Sozialdemokraten mit ausreichend vielen Abgeordneten dafür gesorgt hätten, dass es für ein migrationspolitisches Gesetz keine Mehrheit gegeben hätte. In einer Lage, wo das ganze Land an diesem Thema sich extrem gespalten hat. Ihr wurdet von rechts getrieben und habt euch treiben lassen. Das ist mir eine zu einfache Erklärung. Deswegen sage ich, wir führen das gleiche Gespräch, was du mit Nico und mit anderen auch geführt hast. Wir können es gerne nochmal führen, aber ich finde wir haben uns von rechts treiben lassen. Ja, das gesamte politische Spektrum hat sich, und da sind die Grünen nicht frei von, in Teilen von einem veränderten gesellschaftlichen Diskurs treiben lassen. Aber der Diskurs und die gesellschaftliche Veränderung ist ja nun mal real. Also es ist ja nicht so, dass es nur Einzelne gab, die dann gesagt haben, es ist so, sondern diese ganzen Migrationsthemen, wir haben, also in keiner dieser Fragen gibt es bei den Menschen, die sich vorstellen können, die Grünen zu wählen, auch nur den Hauch von Konsens. Es gibt genug Leute, die sagen, ihr müsst viel härter und viel klarer und in Rechtsstaat und es gibt andere, die sagen, aber die Menschenrechte, ihr müsst das viel stärker machen. Aus diesem Dilemma kommen wir wahltaktisch überhaupt nicht raus. Also können wir ja nur die Frage stellen, was ist am Ende die verantwortliche oder die verantwortungsvolle Politik, wenn man eine Gesamtrechnung für sich macht. Und ich glaube, eine Ampelkoalition, die daran zerbrochen wäre, dass man in diesem hoch umkämpften Feld nicht zusammenkommt, hätte nicht dazu geführt, dass man danach gesagt hätte, ach super, jetzt gibt es ja krasse progressive Mehrheiten von 60%, sondern der Weg wäre noch stärker in eine andere Richtung gegangen. So. Aber das war ja quasi reaktionäre Politik und darauf wollte ich auch gar nicht so hinaus. Nein, das war auch nicht alles nur reaktionäre Politik. Da sind Entscheidungen bei, die ich für falsch halte, aber es ist nicht alles reaktionäre Politik. Und ich finde, dass die Frage, ob wir sozusagen rhetorisch zwischen die Ampel hat quasi Hitler 2.0 gemacht oder das war alles super, irgendwo eine Grauzone. Habe ich jetzt nicht gesagt. Okay, sorry, nur es ist halt, ich kann, also gerade weil ich diese eigene Befassung mit dem Thema hatte, gerade weil es einer der Gründe war, warum ich politisch aktiv geworden bin, sind mir diese Emotionen nicht fremd, ich trage sie in mir. Nur umgekehrt, wenn wir in diesen Themenfeldern gar nicht mehr versuchen zu sehen, wo gerade gesellschaftliche Stimmung sich hinbewegt und welche Auswirkungen das hat. Ich meine, wir haben jetzt auch gar nicht darüber gesprochen, aber wir haben vorhin angedeutet, das kann ja schwer werden für uns in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Was passiert denn parallel in diesen Ländern? Die AfD ist da um die 40%. Das bedeutet, die Frage, welche Verantwortung trägt man eigentlich in einer so polarisierten Situation als progressive Partei? Man kann die ganz einfach für sich beantworten und sagen, einfach dagegenhalten und den Gegendiskurs prägen und volle Kanne drauf. So. Ja, ist eine legitime Perspektive. Wir stimmen für nichts, was die AfD auch schon vorher wollte. Wäre mal eine Variante. Oder man Tilo, oder wenn du das so zusammenfasst oder so zuspitzt. Das war jetzt ein Vorschlag. Und meine kritische Frage war ja eher, wie können sich Leute bei dir darauf verlassen, dass deine Taten auch zu deinen Worten passen? Weil deine Worte in Sachen Asyl und so weiter in der Vergangenheit waren ja eindeutig und bemerkenswert und progressiv. Und deine Taten... Na, also ich habe nicht 2023 das eine gesagt und das andere getan. Ja? Und vieles von dem, was... Also, nein, ich kann es an einer Stelle sehr, sehr deutlich sagen.
man kann von niemandem, der in der Politik sich darum bemüht, in Koalitionen, in Absprachen zu gehen und etwas Gemeinsames zu machen, erwarten, dass er 1:1 das tut, was er vorher als sein Ziel formuliert. Das wird nicht passieren. Das wird auch die Linke nicht tun. Das wird keine Partei so tun, weil das einfach dem Mechanismus der... Jetzt, ja? Bitte? Habe ich jetzt auch gerade nicht eingefordert. Doch, du hast ja gefragt, wie kann man erwarten, dass deine Worte bei Asyl zu deinen späteren Taten passen. Ja, die das passen kann man nicht doch, natürlich, weil ich mich ja, also du machst es jetzt am Ende daran fest, welchem Gesetz wurde wie zugestimmt. Das sind deine Taten. Ja, aber ich finde, dass dieser Rigorismus, der gar nicht sieht, dass es in einem solchen Setting das impliziert ja, die Grünen haben sich gedacht, Mensch, jetzt haben wir die Situation, jetzt stimmen wir mal das für das ab, obwohl wir es eigentlich ganz anders hatten, als wäre das so ein easy Schritt. Was da an Verhandlungen hintersteht, was da an Versuchen hintersteht in einer Koalition, in einer aufgeheizten Lage, mit dem gesellschaftlichen und dem medialen Druck, der ist ja da. Jetzt kann man sagen, man hat sich davon treiben lassen. Ja, herzlichen Glückwunsch allen, die sich von Druck vollkommen unbeeindruckt zeigen. Natürlich zeigt man sich nicht unbeeindruckt davon, dass in der Welt Dinge passieren, dass sich Stimmungen verändern, dass Unverständnis herrscht und so weiter. Aber die Grünen haben in dieser Situation sehr viel politisches Kapital in diesen Verhandlungen dafür aufgewandt, dass erstens manches nicht so schlimm und gekommen ist, wie es andere sich gedacht haben, dass an anderen Stellen Fortschritte erreicht wurden, auch konkret im Migrationsbereich, und dass dieses Themenfeld in irgendeiner Form so bearbeitet wird, dass man hinterher damit leben kann. Und wenn die Frage ist, kann man von den Grünen erwarten, dass sie die Orientierung, die Grundsätze, die Werte und die Ziele, die sie in ihr Programm schreiben, auch zur Grundlage dafür machen, wenn sie in Koalition gehen? Ja, kann man. Und wenn wir das nicht tun würden, dann wäre total berechtigt, dass Leute sagen würden, nee, sorry, aber den Bannerscheid oder die Grünen kann ich nicht wählen. Aber abzusprechen, dass man diese Werte, Ziele und Grundorientierung in dieses Setting eingebracht hat, weil man dann die Abstimmung, die es am Ende gibt, nur zählt und sagt, Mensch, da hat zugestimmt, da hat zugestimmt, da hat zugestimmt, das wird der Komplexität dieses politischen Systems einfach nicht gerecht. Und deswegen wehre ich mich gegen diese Form von Vereinfachung dieses Gesprächs, also dieses Diskurses oder dieser Debatte. Ich wollte es nicht vereinfachen, aber das ist ja auch eine Position, die ich jetzt eingebracht habe, weil du weißt es ja auch, viele, die stecken nicht so im im Kompromissbetrieb drin, verstehen das manchmal gar nicht. Weil doch aber auch also ich verstehe das, wie gesagt, ich saß mit 16 oder 17, keine Ahnung, in meiner Kneipe und habe dem Freund, der bei den Grünen war, gesagt, geh nicht in eine Partei, da wirst du korrumpiert, machst Kompromisse und so weiter. Ich wollte dich gerade genau zitieren damit. Ja. Du hast schlimme Kompromisse gemacht. Genau. Ja, ich habe Kompromisse gemacht. Ich weiß nicht, ob das alles schlimme Kompromisse gemacht haben, aber ja, der Kompromiss ist, also Parteipolitik, parlamentarische Politik in einem demokratischen System, das darauf aufbaut, dass Mehrheiten gebildet werden und dass gesellschaftliche Mehrheiten sich abbilden in den Entscheidungen, lebt davon, dass man Kompromisse macht. Kompromisslosigkeit ist keine Tugend. Kompromisslosigkeit ist am Ende... Auf Kosten der Schwächsten. Aber nein, was heißt auf Kosten der Schwächsten? Ich finde die Lage der Asylbewerber in Deutschland wurde verschlimmert. Die wurde härter gemacht. Das kannst du nicht leugnen. Das ist an vielen Stellen so. Und ich finde, wie gesagt, wir können jetzt 5-mal die einzelnen Punkte durchgehen, wo ich es inhaltlich anders sehe. Nur die Idee, dass politische Wirksamkeit durch Kompromisslosigkeit entsteht und dass man selbst in der Hand hätte, wo man frei von Kompromissfähigkeit sein darf. Ja, und dann sagt man, naja gut, also klar, bei dem Thema so und so, das kann man da schon machen, da ist der Kompromiss ja irgendwie ohne moralisches Dilemma leicht zu finden, aber da, wo Kompromiss mit moralischem Dilemma einhergeht, da ist die Kompromisslosigkeit die Tugend. Das führt am Ende zu Blockade und zu Handlungsunfähigkeit. Und es nimmt einem die Möglichkeit an den Stellen, an denen man es in der Hand hat, etwas zu erreichen. Und wenn man möchte, dass Parteien 100% ihres Programms umsetzen können, dann
muss man sehen, dass sie mit, weiß nicht, 10 oder 15%, die sie bei einer Wahl haben und dann, weiß nicht, dem entsprechenden Anteil der Koalition das halt nicht können. Ja. Aber ich habe ja dein Abstimmungsverhalten jetzt einfach nur hinterfragt. Vielleicht, um es abzuschließen, wo würdest du keine Kompromisse eingehen in Zukunft? Wo ziehst du rote Linien? Ich finde ich kann das in dieser Pauschalität nicht sinnvoll sagen, weil ich kann jetzt natürlich sozusagen sagen, mit mir gibt es keine Kompromisse, wenn es um die Würde des Menschen und geht. Das wäre doch mal was, ne? Ja, nur das ist halt so schön, in der Abstraktion dahergesagt. Für mich, ich kann dir sagen, mit welchem so moralisch-ethischen Prinzip ich an solche Fragen gehe. So, und dann können Menschen beurteilen, ob sie sagen. Dein Weltbild. Was heißt mein Weltbild? Oder am Ende, wenn man politisch, also immer wenn man in einer politischen Praxis ist, als Abgeordneter, als Aktivistin, als jemand, der Interessenvertretung macht, also in dem Moment, wo man über Politik nicht nur nachdenkt und Meinungen hat, sondern etwas tut, muss man ja sich fragen, nach welchen Kriterien handelt man? Nach welchen, man trifft ja immer Abwägungen. Man sagt, an der Stelle gehe ich in den Konflikt und an der Stelle tue ich das nicht. An der Stelle ziehe ich das Ding durch, an der Stelle tue ich das nicht. An der Stelle priorisiere ich es, an der Stelle tue ich das nicht. Und wenn man, und da muss jeder für sich einen moralischen, ethischen Leitplan, einen Leitstern haben. Wir sind ja darauf gekommen, weil unter anderem wollte ich darüber sprechen, ihr habt ja auch eine Ampelbilanz gezogen, zumindest deine Fraktion, mit 5 Thesen und so weiter. Und da war ja auch ein Punkt, die These 2, kennst du wahrscheinlich auswendig, war ein Fehler, in Anführungsstrichen, dass ihr nicht zu dem gestanden habt, wer ihr seid. Und dass ihr manchmal auch zu defensiv wart und nicht das, was ich quasi jetzt ein bisschen problematisiert habe, nicht gemacht habe. Das war in Teilen so, ja. In Teilen war es das und in Teilen würde ich sagen, gibt es andere Analyse, warum die Wahlen ausgegangen sind. Ich habe jetzt eure offizielle Fraktionsanalyse da genommen. Ja, ich will ja nur sagen, dass ich widerspreche dem ja gar nicht, nur es ist, glaube ich, nicht die gesamte Analyse. Das ist aber auch nicht das, wie sehr das gesagt anliegt. Und deswegen würde ich sagen, es gibt Themenfelder, bei denen wir uns in der Tat von einem gesellschaftlichen Diskurs, von auch teilweise Kampagnen, die gegen uns gefahren wurden, haben verunsichern lassen. Und ich wünsche mir, dass wir mehr Resilienz gegenüber solchen Dynamiken entwickeln. Und ich würde sagen, es gibt umgekehrt aber auch Momente, in denen Positionsänderungen auch gute Gründe haben und in denen man auch auf veränderte gesellschaftliche Stimmungen klugerweise eingehen soll. Und ich will es mal an einem ganz anderen Beispiel machen. Wenn man sich die ganzen Debatten ums Gebäudeenergiegesetz, das ganze Heizthema, der Habecks Heizhammer anguckt. Ich finde, es ist sehr offensichtlich, dass es da zu einem relevanten Teil Lobby- und interessengetriebene Kampagne gab. Weil es unter anderem darum ging, fossile Geschäftsmodelle so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Und es ist kein Zufall, in welcher Intensität in dem Moment die Kampagne gestartet ist, als Patrick Reichen den Betreibern von Gasnetzen gesagt hat, vielleicht und überlegt ihr mal, wie ihr den Rückbau organisiert. So, weil besonders lange wird es sie nicht mehr geben. Und umgekehrt will ich eine Anekdote erzählen, um zu begründen, worauf ich hinaus will. Als ich jetzt im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz unterwegs war, war ich dann irgendwann in so einer Einfamilienhausgegend am Rand von Mainz und habe da geklingelt und da war dann eine Frau, die sagte, ja, da hinten, da ist jetzt meine Wärmepumpe, die kommt jetzt irgendwie ans Netz. Dann ich so, ja, ist ja super. Und dann sagt sie, ja, aber ganz ehrlich, als ich das damals da gelesen habe, was ihr vorhabt, da habe ich auch erstmal eine Woche nicht geschlafen. Und dann habe ich versucht, mit ihrem Wissen zu ergründen, woran das so liegt. Und das hatte was mit dem Sanierungszustand des Hauses zu tun, mit der Frage, wie viel Geld sie da eigentlich auf dem Konto hat und so weiter. Und ich finde, wir haben an der Stelle es nicht immer geschafft, auseinanderzuhalten, wo formulieren Menschen gerade eine berechtigte Angst oder berechtigte Zweifel an der Agenda, die wir haben? Und wo gibt es Kampagnen, die gegen uns gestartet sind? Und wo verfangen diese Kampagnen, die gegen uns gestartet werden, auch weil es irgendwo berechtigte Skepsis und Zweifel gibt? Und wenn man jetzt halt sagt,
man darf sich nicht verunsichern lassen. Ich würde sagen, man darf sich nicht verunsichern lassen von den Kampagnen, die gegen einen gefahren werden. Man darf sich nicht verunsichern lassen davon, dass Politik immer bedeutet, dass man Konflikte aushalten muss. Und Konfliktfähigkeit ist eine sehr wichtige Ressource, wenn man politisch wirksam sein will. Man sollte sich aber, und ich will sagen, man muss sich verunsichern lassen davon, wenn Menschen einfach zu einem kommen und sagen, das, was ihr da plant oder das, wofür ihr steht, das löst bei mir Sorge, Unwohlsein oder was auch immer aus. Weil wenn man das nicht mehr täte und nur noch sagt, wir ziehen jetzt durch, was wir ins Programm einmal geschrieben haben, dann verliert ein Teil des gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses, den Politik auch immer braucht, seinen Raum. Kurz mal zur Ampelbilanz. Ich fand das sehr interessant, jetzt gerade nochmal ein Jahr später mir das nochmal anzugucken. Ihr schreibt ja unter anderem davon, ich weiß nicht, ob du daran beteiligt warst, aber spricht an dem konkreten Text nicht, aber wir haben damals viel über unsere Perspektiven darauf gesprochen, ja. Und da war ja auch irgendwie so, ihr sollt eigene Fehler reflektieren. Und dann lese ich mir das ganze Ding so durch und ich habe eigentlich keinen wirklichen Fehler, den ihr euch eingestanden habt, gefunden. Also ihr sprecht von Prozessfehlern, zum Beispiel Gebäudeenergiegesetz hätte man anders vorbereiten können oder Kommunikationsfehler, zu defensiv oder nicht die Erfolge herausgearbeitet. Aber wirklich inhaltliche Fehler habe ich nicht gefunden. Was habt ihr inhaltlich falsch gemacht? Wir können das gerne... Sonst hätte ich gleich mal ein paar Vorschläge. Ja, mach mal. Ich reagiere deswegen so, weil ich jetzt so ein bisschen seit 3 Wochen nicht in jedem Interview nochmal eine Ampelbilanz führe, weil das jetzt einfach ein Jahr lang sehr viel Zeit... Wir können das gerne nochmal machen. Auf geht's. Was haben wir falsch gemacht? Aber wir können es doch kurz machen, damit wir da nicht so... War es ein Fehler, dass ihr keine klimaschädliche Subvention abgeschafft habt? Das stimmt nicht. Wir haben eine klimaschädliche Subvention abgeschafft, den Agrardiesel mit dem Effekt, den du besichtigen konntest. Den habt ihr nicht abgeschafft, der ist ja wieder da. Ja, aber der ist nicht von uns wieder eingeführt worden, sondern von der Nachfolgeregierung. Das ist fantastisch, diese Frage, weil sie genau das Spannungsfeld ja zeigt. In dem Moment, wo du abstrakt über klimaschädliche Subventionen sprichst, sagen alle Leute, Mensch, super, das muss auf jeden Fall weg. Jede klimaschädliche Subvention, und ich bin dafür, dass davon einige abgebaut werden müssen, jede klimaschädliche Subvention wirkt ganz konkret auf irgendwen ein. Und der Agrardiesel ist Teil dieser schönen Auflistung beim Umweltbundesamt, 65 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen, weil man den Landwirten im Prinzip Geld dafür gibt, Diesel zu verbrauchen und so weiter. Wenn man den abschafft, ich will nur einmal kurz eine Erinnerung reinrufen, weil du gesagt hast, wir haben uns von dem rechten Druck und so weiter da treiben lassen. Wenn man 400 Millionen Euro, das ist gar nicht mal besonders viel Geld in so einem Bundeshaushalt, an der Stelle einspart, hat man wochenlang Bauernproteste mit massivem Zulauf für rechtsextreme Agitierung. Wenn ich heute die Entscheidung nochmal treffen müsste, machen wir das oder nicht? Ich würde es nicht tun. Weil ich glaube, dass diese x Wochen Bauernproteste mit der Möglichkeit für Rechtsextreme zu mobilisieren und einen Anti-Eliten und die da oben, die haben den ländlichen Raum nicht im Blick und so weiter, ich würde das nicht nochmal tun. Und deswegen ist zum Beispiel die Frage, wenn man jetzt die ganzen anderen umweltschädlichen und klimaschädlichen Subventionen sich anguckt. Die viel größer sind. Wir sprechen von 50 bis 60 Milliarden. Ja, ehrlicherweise, diese Rechnung, das wäre so schön, wenn das so viel wäre. Wenn wir jetzt ehrlich sind, wenn du jetzt darauf bestehst, ihr habt sogar noch eine eingeführt. Einen Tankrabatt. Ja, das ist, und das ist ja, also ich würde sagen, der Tankrabatt war ein Fehler. Der war damals Teil eines Regierungskonzeptes zur Entlastung, das oder sozusagen an die Seite gestellt oder als Komplementärmaßnahme war das 9-Euro-Ticket. Und ich glaube, das 9-Euro, also man muss einfach klar sagen, das 9-Euro-Ticket hätte es ohne den Tankrabatt nicht gegeben in dieser Koalition. Also 9-Euro-Ticket ja, Tankrabatt nein, war damals keine reale Situation in dieser Verhandlung. Und deswegen der Tankrabatt war Quatsch. Der ist auch jetzt Quatsch. Das ist eine Subventionierung von Mineralölkonzernen auf Steuerzahlerkosten. Ich bin ein bisschen irritiert, dass diese Bundesregierung jetzt mit den Erfahrungen von 2022 sagt, wir schließen uns 48 Stunden in der Villa Borsig ein und kommen auf den Tankrabatt. Hätte ich jetzt nicht gemacht, aber ja, damals... Wenn du eine Fossillobbyistin im Wirtschaftsministerium hast, wundert mich das nicht. Nur ich will sagen, weil wir ja selbstkritisch über die eigene Bilanz reden, der Tankrabatt als einzelne Maßnahme war Quatsch. Im Gesamtkonzept oder in der Gesamtschau, wenn man weiß, dass der Tankrabatt in der politischen Konstellation mit der FDP und der SPD mit ermöglicht hat, dass das 9-Euro-Ticket und damit das Deutschland-Ticket, das es bis heute, wenn auch nicht mehr zu dem gleichen Preis gibt, entstanden ist, würde ich sagen, kann ich mit leben. Und
wenn man in diese ganze Liste von klimaschädlichen Subventionen guckt, dann findet man leider relativ wenige, bei deren Abschaffung man davon ausgehen kann, dass da alle nur Juhu schreien. Und ich finde nicht, dass das einen dazu bringen sollte, das nicht zu machen. Wir müssen klimaschädliche Subventionen abbauen. Aber die Erfahrung mit dem Agrardiesel zeigt doch, dass dieses wie macht man das ja nicht komplett egal ist. Und jetzt mache ich mal das Beispiel Dienstwagenprivileg. Wenn man das Wort Dienstwagenprivileg hört, ja, und dann denkt man sich so, was stellt man sich darunter Christian vor? Lindner rastet aus. Nee, aber was stellt man sich unter Dienstwagenprivileg vor? Was ist das Bild, was du vor Augen hast, wenn du Dienstwagenprivileg hörst? An wen denkst du da? Das war jetzt eine Frage. Darf ich auch fragen? An meinen Vater als Außendienstmitarbeiter von einer Sanitätsfirma, der quasi mit seinem Dienstwagen ums Land herfahren musste. Okay, aber es geht ja eigentlich darum, dass die Hälfte der Neuwagen ganz Deutschland. Genau, ich will nur sagen, ich glaube, das Bild, was man, wenn man Dienstwagenprivileg hört, ist schwarze Limousine, mindestens Audi A8, was auch immer, und denen wird das hinterhergeworfen. Und das ist sozusagen in der Breite auch das, was mit dem Dienstwagenprivileg gefördert wird. Also Leute, die schon viel Geld haben, die schon viel verdienen, haben dann die Möglichkeit, spritfressende, große, teure, platzverbrauchende Wagen steuerlich begünstigen zu lassen. Nur diese Regelung sieht auch vor, dass der Krankenpfleger mit dem E-Smart das Ding steuerlich nutzen kann. Und deswegen würde ich sagen, wenn man halt immer wenn man tiefer in diese klimaschädlichen Subventionen guckt, dann merkt man, dass man irgendwann Menschen trifft, die man nicht treffen will. Und dass man es ging um die Verbrennerdienstwagen. Ne? Ja, es ist aber nicht so easy. Also ich bin jetzt nicht in allen Details drin, aber die Leute, die das bei uns sind, ja, ich habe da mal versucht wir haben so Arbeitsprozesse, wo wir genau die Frage stellen, in welcher Reihenfolge kann man eigentlich welche dieser klimaschädlichen Subventionen so angehen und so abschaffen, dass es eine gute ökologische Wirkung hat, aber keine schlechte soziale Wirkung. Weil ich würde sagen, einer der Fehler in der Ampel war, dass wir die ökologische Ambition, die wir hatten, nicht mit gleicher sozialer Ambition zwingend immer zusammenbringen konnten. Aber gerade beim Thema klimaschädliche Subventionen hast du immer genau diese Verknüpfung. Und deswegen würde ich sagen, lass uns doch aus den Erfahrungen der Ampel halt mitnehmen, dass ein tolles Ziel zu haben noch nicht reicht, wenn man keine gute Idee hat, wie man das Ziel mehrheitserhaltend auch umsetzt. Gut. Ich hoffe, dass wir jetzt bei allen meinen Vorschlägen, ob es Fehler waren, jetzt nicht so lange bleiben. Waffenlieferung hat viele auch grüne Wähler oder tendenziell grüne Wählerinnen gestört. Das ganze Aufrüstungsthema, wo wir natürlich jetzt über Ukraine und russische Bedrohungen und so weiter. Waffenlieferungen wohin? Ja, in der Ukraine gibt es viel Kritik. Das finde ich richtig. Das würde ich jederzeit wieder so machen. Waffenlieferung, Gaza, Israel und so weiter, können wir vielleicht später nochmal eine Gaza-Politik der Grünen können wir gerne machen, aber ich habe deswegen gefragt, weil ich würde sagen, also ich beurteile die Frage, wann sind noch wie viele Waffen nach Israel geliefert worden, die auch da eingesetzt wurden, sehe ich kritisch. Wir können das gerne gleich ausführlicher machen. Die Entscheidung, Waffen an die Ukraine zu liefern, würde ich jederzeit wieder so treffen. Und zwar in allergrößter Eindeutigkeit. Darum würde ich das auch differenzieren. Genau, aber deswegen habe ich nachgefragt. Ne? Weil wenn man sagt, so Waffenlieferungen, die Regierung mit Beteiligung der Grünen entschieden hat, würde ich sagen, einige davon zum Glück. Gut, dass wir in der Regierung waren und entschieden haben, dass die Ukraine nicht einfach einem aggressiven oder einem imperialen Aggressor zum Fraß vorgeworfen wird. Das stimmt, die Ampel wurde ja auch gewählt, bevor Putin die Ukraine überfallen hat, aber auch bei diesem Wahlkampf, damals von Baerbock angeführt, war ja auch so, ihr habt gesagt, keine Waffen in Krisengebiete, keine Waffen in Kriegsgebiete, und das habt ihr dann doch gemacht. So, genau. das war jetzt... Aber darf ich das vielleicht einmal, weil ich finde es wichtig, du nutzt ja diese Zeit, die wir haben, ja auch für die politische Bildung deiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Dafür sind wir hier. Dafür sei es so. Und das ist ja auch gut. Und ich würde deswegen die Gelegenheit gerne nutzen, weil dieses Beispiel genau zeigt, was ich vorhin meinte. Die Idee zu sagen, der Grundsatz ist richtig, keine Waffen in Kriegs- und Krisenregionen zu liefern. Das kam ja aus einer Logik zum Beispiel, ist es denn jetzt richtig, im Nahen Osten, in den Regionen, wo der IS unterwegs ist, und dann gibt es die Peschmerga und so weiter. Ja? Und da haben wir uns damals entschieden, das nicht zu tun. Ich
würde sogar an manchen Stellen das hinterfragen, ob wir da immer die richtige Entscheidung getroffen haben, Waffen nicht liefern zu wollen. Aber aus dieser Logik kam das, weil die Überlegung war, in einem Konflikt, wo du auch nicht ganz klar hast, wer steht da auf welcher Seite, wer hat ihn ausgelöst. Manchmal ist die Sache ja etwas weniger schwarz-weiß. Und dann intervenierst du da mit Waffenlieferungen und treibst die Eskalation voran. Nur die Situation, die wir ab dem 22. Februar 24. in der Ukraine hatten, ist einfach eine vollkommen andere gewesen. Da haben wir nicht in einen total diffusen Konflikt, naja, man weiß jetzt nicht, wer ist jetzt gut und wer ist jetzt böse, sondern da ist einfach ein Land von seinem Nachbarstaaten angegriffen worden und mit Blick darauf, welche Auswirkungen ein Erfolg oder ein Sieg Russlands in der Ukraine für die Sicherheitsarchitektur und den Frieden in Europa bedeutet hätte, war sehr klar, dass Waffen zu liefern ein Gebot der Vernunft und der Moral ist. Und deswegen würde ich sagen... Will ich sogar gar nicht widersprechen, aber diesen Asterix habt ihr nie gemacht vorher. Ne? Im Sinne von keine Waffen in Krisengebiet, außer wenn so und so. Genau. Das habt ihr dann während eurer Amtszeit quasi und da würde ich zum Beispiel sagen... ist gar kein Vorwurf. Ich reflektiere das ja auch, weil ich ja auch jetzt merke, wenn ich gerade im Land unterwegs bin und dann mit Menschen aus der Partei oder unserem Umfeld spreche, da sagen auch einige, ey, ich finde das ja alles richtig, wie ihr das dann da mit der Ukraine gemacht habt. Aber ich war selbst damals im Bonner Hofgarten und habe hier für Friedenspolitik demonstriert. Ihr habt mir eigentlich nicht die Möglichkeit gegeben, sozusagen in einer Abwägung dazu zu kommen, sondern es war sehr schnell, sehr klar, so muss es jetzt gemacht werden. Und ich finde, das ist schon die Frage, die sich alle, aber auch wir bei den Grünen stellen müssen, ist diese Zeitenwende und das, was sich daraus teilweise an 180-Grad-Wendungen in verschiedenen Politikbereichen ergeben hat, eigentlich in der Gesellschaft ausreichend diskutiert worden. Und da würde ich sagen, nö. Ja. Bei uns auch nicht. Ja, und ich weiß nicht, wie viel man davon nachholen kann, aber ich würde sagen, in der Sache war das damals richtig, erstens zu sagen, wir liefern Waffen an die Ukraine, damit sie sich gegenüber dem Aggressor verteidigen kann. Es war damals in der Sache auch richtig, erst einmal LNG-Terminals an die Küste zu bauen, um das russische... Wäre jetzt noch mal ein Punkt gewesen. Ja, das war da... Dann sag gerne... Nee, ihr habt ja quasi aufgrund der russischen Aggression gesagt, also das habt ihr vorher schon gesagt, wegen Nord Stream kein russisches Gas mehr, um die russische Kriegskasse nicht zu füllen. Aber ihr habt LNG-Terminals ausgebaut, beziehungsweise noch mehr bauen lassen, nicht nur um amerikanisches LNG aus Fracking hierher zu bringen, sondern auch aus Katar. Aus Katar. Und warum ist eigentlich die Logik, okay, wir dürfen Putins Kriegskasse nicht füllen, damit er quasi gegen die Ukraine nicht noch besser Krieg führen kann. Warum ist die Logik dann bei den LNG-Terminals und LNG-Gas aus Katar nicht die gleiche? Weil Katar finanziert Hamas. Ja, stattdessen hat Robert ja quasi sogar den Knick gemacht von ihm, ja. Also Hamas-Finanzierung über Katar ist dann okay, oder was? Was heißt, das ist okay? Das ist alles überhaupt nicht okay. Das ist alles extrem unangenehm. Alles, was mit fossilen Energieträgern zu tun hat, ist immer mit... Ja, aber warum habt ihr das bei Katar nicht gebracht, das Argument? Es ist ja ein naheliegendes Argument. Weil man in der Situation, also die konkrete Situation, die komplette deutsche Volkswirtschaft ist darauf aufgebaut, extrem viel fossiles Gas zu importieren, um es zu nutzen. Das änderst du nicht innerhalb von 3 Monaten, zumindest nicht ohne massiven Zusammenbruch der Wirtschaft, mit all den Effekten, die das gesellschaftlich und so weiter hat. Das heißt, es war klar, in der Situation müssen 2 Dinge schnell zusammengebracht werden. Die Unabhängigkeit vom russischen Gas, weil erstens man das Geld nicht mehr zur Finanzierung dieses Krieges rüberschicken wollte und zweitens ja umgekehrt auch klar war, Putin könnte ja auch einfach jederzeit das kappen. Ja. Und das ist ja durchaus auch eine realistische... Hat er ja gemacht. Hat er ja auch gemacht. Und deswegen war klar, wenn wir in Deutschland keine Gasmangellage haben wollen, und ich einfach nur mal das Szenario zu Ende gedacht, ja, wo hätte das Land gestanden im Dezember 22, wenn die Leute einfach gar nicht mehr hätten heizen können, beispielsweise. So, das ist nicht das Problem, was ich gerade aufgezeigt habe, dass ihr euch um den Gasmangel gesorgt habt und dass wir hier quasi nicht, dass uns nicht kalt wird, sondern warum
ist das Argument, okay, kein Geld in die putinsche Kriegskasse, nicht das gleiche bei Katar, die Hamas-Unterstützer sind. Ich weiß nicht, ob man so klar sagen kann, dass das Geld, das man für den Import von Gas aus Katar nimmt, im gleichen Maße zur Unterstützung der Hamas genutzt wird, wie umgekehrt das Geld, was man Putin gibt, genutzt wird, um den Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Aber um das einmal unabhängig davon, ja, natürlich ist das, also und ich meine, Robert hat das damals in meiner Wahrnehmung sehr nachvollziehbar begründet. Ja. Wir treffen hier Entscheidungen, die moralisch hochgradig fragwürdig sind und wir müssen die abwägen gegenüber den Alternativen, die es real gibt. Und ich glaube, in der Situation zu sagen, wir versuchen jetzt erst einmal so schnell wie möglich erstens das russische Gas zu ersetzen und zweitens möglichst breit diversifiziert woanders das zu holen, war der richtige Weg. Die Frage ist halt, was folgt daraus? Und ich war damals im Haushaltsausschuss im Bundestag und war für das Wirtschafts- und Klimaministerium zuständig. Das heißt, die Frage, wie viel Geld für diese LNG-Terminals ausgegeben wird, wie die Kapazitätsberechnungen sind und so weiter, das lag in meiner Zuständigkeit. Und wir haben mehrere Wochen, als es unter anderem um das LNG-Terminal vor Rügen ging, ziemlich hart miteinander diskutiert. Also das grüne Wirtschaftsministerium und der grüne Haushälter. Und ich habe damals, als es dann um die Gesetzesgrundlage dafür ging, eine ziemlich harte persönliche Erklärung abgegeben und sehr große Zweifel daran formuliert. Und Ergebnis meiner Arbeit damals im Haushaltsausschuss war unter anderem, dass vor Rügen weniger Kapazitäten gebaut wurden, also weniger als ursprünglich geplant war, weil ich gesagt habe, das brauchen wir in dieser Form nicht und das war ein ewiges Hin und Her. Also ich habe da immer versucht, zwei Dinge zusammenzubringen, nämlich auf der einen Seite zu sagen, wir brauchen erstmal diese Terminals, aber wir müssen aufpassen, erstens, wie viel wir uns da an fossilen Logins gerade organisieren und woher kommt das eigentlich? Und jetzt ist doch das, wenn man jetzt mal ein paar Jahre weiter guckt, so richtig wie es 2022 war, auch auf Gas aus den USA erstmal zu gehen, statt auf Gas aus Russland. Das würde ich immer wieder so machen. Weil auch wenn das schlimmes Fracking-Gas ist, was wesentlich klimaschädlicher ist als das Pipeline-Gas aus Russland, war es in der Situation besser, eine USA unter Joe Biden als Partner, als Lieferpartner zu haben, als Wladimir Putin, der damit den Krieg finanziert, der am Ende sich nach Europa und Deutschland ausweiten wird. Jetzt haben wir aber nicht nur, aber jetzt haben wir aber nicht nur Faschisten im Kreml, sondern auch in Washington. Genau. Und jetzt ist ja die Frage, wenn du jetzt aber die USA nicht mehr unter Joe Biden, sondern unter Donald Trump zum Maßstab machst, ist es denn so klug, dabei jetzt stehen zu bleiben und zu sagen, ach super, jetzt kommt halt das LNG-Gas aus den USA? Ich würde sagen, nein. Also ist doch die politisch richtige Handlung jetzt, weiter aus der Gasabhängigkeit rauszukommen, weiter auch aus der Ölabhängigkeit rauszukommen. Und was wir 2022 gemacht haben in der Ampel, war ja zwei Dinge parallel zu machen. Wir haben erstens neue fossile Quellen erschlossen, um den Hunger nach Gas erstmal zu stillen, weil der war ja da. Die Industrie konnte ja nicht von heute auf morgen sagen, nö, wir lassen das sein mit dem Gas, wir elektrifizieren jetzt alles. Und die Leute, die Gasheizungen hatten, konnten ja auch nicht von heute auf morgen sagen, ach, ich lasse das mal mit dem Heizen. Das heißt, man brauchte das Gas. Wir haben also die eine schlechte Quelle durch eine etwas weniger schlechte Quelle ersetzt. Wir haben aber parallel den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt und wir haben parallel das Gebäudeenergiegesetz gemacht. Also der Versuch, die Menschen von den Gasheizungen und den Ölheizungen wegzubekommen, hin zu den Wärmepumpen. Was passiert jetzt gerade? Wir haben wieder eine fossile Krise. Wir haben Donald Trump im Weißen Haus und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit folgt auf ihn dann nicht Kamala Harris oder Gavin Newsom, sondern vielleicht J.D. Vance oder Marco Rubio. Also wäre doch jetzt gerade sinnvoll, diesen Weg Erneuerbare auszubauen, aus der fossilen Abhängigkeit zu kommen, weiterzugehen klug. Was macht diese Regierung? Sie macht das Gegenteil. Sie sagt, die Freiheit im Heizungskeller heißt neue Gas- und Ölheizungen. Und ich finde, an diesem Beispiel sieht man doch, wie fundamental unterschiedlich eine Regierung, an der die Grünen beteiligt sind, mit einer solchen Lage umgeht und eine Regierung, an der die Grünen nicht beteiligt sind. Wie gesagt, das, was ich problematisiert habe, war Katar. Ganz kurz nochmal wegen Gasleitung, Nord Stream. Dann einmal rüber. Was wäre da? Oh, jetzt habe ich mich... Hilfe. Man sieht dich nicht, ich bin drauf, keine Sorge. Trink was. Das war ja die Ursache des Übels. Take your time. Oh, Hilfe.
kann dir leider gar nicht helfen. So. Trink was. Meine Frage wäre, was wäre denn deine Alternative gewesen? Ich weiß es nicht. Ich wollte einfach nur das problematisieren, dass es ja interessant ist, weil das ist ja ein naheliegendes Argument gewesen, kein Geld in Putins Kasse. Aber dann haben wir ja gesehen. Ja, gut, aber ich finde die Frage, was wäre die Alternative gewesen, das ist ja das, was ein politisch Verantwortlicher immer sich fragen muss. Aber ich bin kein politisch Verantwortlicher, ich muss die Frage nicht beantworten. Ich wollte eher wissen, du hast schon sehr früh, ich meine, die Grünen waren die einzigen, die Nord Stream 2 von Anfang an bekämpft haben und abgelehnt haben. Du hast ja unter anderem auch einen Untersuchungsausschuss gefordert, warum das überhaupt gebaut wurde und so weiter. Gab es ja leider, in meinem Stand nur in den Landesparlamenten, diese Untersuchungsausschüsse. Mecklenburg-Vorpommern, ja. Jetzt sind wir aber in Sachen Nord Stream ja auch noch an einem ganz anderen Punkt. Ich weiß nicht, ob du die Berichterstattung und so weiter verfolgst. Gibt ja 2 Bücher, wir hatten letzte Woche gerade einen Gast dazu, und die Generalbundesanwalt und so weiter sagt, das waren ukrainische Staatsbürger, die diesen Anschlag auf Nord Stream gemacht haben, Sabotage, Terror, wie man es nimmt. Das größte Methanleak der Geschichte der Menschheit. Also allein das aus grünen Gründen kann man, glaube ich, nicht dafür gewesen sein. Es ist jetzt nur noch offenbar unklar, ob Präsident Zelensky davon in Kenntnis gesetzt wurde, ob er davon gewusst hat, ob er es angeordnet hat oder ob das nur sein Militärchef war, aber darauf scheint es ja hinauszulaufen. Warum fordert ihr da keinen Untersuchungsausschuss? Also ich finde, solange nicht geklärt ist, wie überhaupt gegen jede Vernunft, gegen jede außen- und sicherheitspolitische Klarheit und gegen jede ökologische Überlegung dieses ganze Nord Stream-Konstrukt überhaupt erstmal geschaffen werden konnte, aber das ist jetzt Geschichte. empfinde ich es als eine, natürlich ist es, ist ja beides Geschichte. Beides ist ja Geschichte. Ihr könnt es ja beides machen, kannst ja beides verbinden. Untersuchungsausschuss, Bau und Sabotage. Aus meiner Sicht kann man gerne meinetwegen machen, nur das Interessante ist ja, dass diejenigen, die den Untersuchungsausschuss zu der Sprengung fordern, das ja nicht mit der Perspektive tun, wir machen jetzt mal so, gucken uns das ganze Bild an, sondern das ist doch eine tolle Leitung, die hätten wir doch gerne weiter haben wollen. Das habe ich ja in keiner Weise gesagt. Du hast es auch nicht gefordert. Ich will jetzt auch nicht über die anderen reden. Dass das so ein Teil des Diskurses ist. Warum forderst du das nicht? Weil ich ehrlicherweise den Erkenntnisgewinn für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Deutschland nicht so sonderlich hoch finde. Okay. Weil der parlamentarische Untersuchungsausschuss hat ja folgende Aufgabe. Ja, bezüglich der Sabotage, wenn ich das richtig... Ich meine, der Generalbundesanwalt ermittelt da. Mir sind keine Ermittlungen zu der Frage bekannt, wie konnte eigentlich systematisch Deutschlands und Osteuropas Sicherheit in Frage gestellt wurden. So, und der Generalbundesanwalt ermittelt da. Ich habe Teile des Buchs von Oliver Schröm gelesen, aber ich habe es noch nicht komplett gelesen. Deswegen, ich bin so an der Stelle, wo man weiß, wie diese ganze Vorbereitung auf diese Tauchaktion anscheinend da gelaufen ist. So, aber ich bin da jetzt nicht faktenfest in allen Dimensionen. Aber Spielt das denn für dich eine Rolle, dass das Ukrainer waren? Wofür eine Rolle? Naja, die Grünen sind wie keine andere Partei Unterstützer, auch in Sachen Rüstung und Also so weiter, für die Ukraine, für den Ja. Verteidigungskampf der Ukraine. Ja. Und gleichzeitig Ukrainer und sehr wahrscheinlich Ukrainer, die was mit dem ukrainischen Militär zu tun haben und dann quasi nicht unabhängig sind von dieser Regierung und so weiter, haben deutsche Infrastruktur hochgehen lassen. Ja, also wenn du mich fragst, spielt das das keine eine Rolle? Rolle für die Frage, ob ich es weiter für richtig halte, die Ukraine in ihrem Kampf gegen Wladimir Putin zu unterstützen, der mindestens indirekt auch ein Kampf für die Friedens- und Freiheitsordnung Europas ist, von der Deutschland profitiert? Nein. Also die Unterstützung für die Ukraine kann ich nicht davon abhängig machen, weil die Unterstützung für die Ukraine nicht aus reinem Altruismus, weil mir die Ukrainerinnen und Ukrainer so nah sind, erfolgt, sondern aus einer teilweise sehr nüchternen Logik, dass wenn wir die Ukraine darin nicht unterstützen, das massive negative Auswirkungen auf unsere eigene Sicherheit und eigene Freiheit haben wird. So, und insofern, nein, darauf hat das keinen Einfluss. Ja. Aber wir unterstützen ja mit unseren Rüstungslieferungen das ukrainische Militär und das ukrainische Militär laut Panschewski, das ist einem anderen Autor eines Buches, und Schröm,
ist in dieser Sabotage verwickelt. Das mag sein, dass das so ist. Es ändert nichts daran, dass ich die Ukraine zu unterstützen richtig finde in dieser Situation. Und zwar aus im Zweifel allein eigennützigen Gründen, weil ich glaube, dass ich an der Frage, wie die Auseinandersetzung in der Ukraine ausgeht, mitentscheiden wird, wie groß die Bedrohungslage eigentlich für Deutschland und den Rest Europas ist. Und insofern kann ich jetzt sozusagen diese Entscheidung von Militärs in der Ukraine, wenn sie von denen getroffen wurde, so oder so finden, es daraus abzuleiten und sagen, weil die das gemacht haben, werfen wir sie jetzt halt Putin zum Fraß vor und leben mit den Konsequenzen. Hat niemand gesagt. Nein, das wäre doch, das ist ja was heißt, hat niemand gesagt, aber die Frage war ja darauf ausgerichtet, sollte das Konsequenzen haben? Ja. Findest du, dass es Konsequenzen haben sollte in der Unterstützung der Ukraine? Stellst du mir schon wieder Fragen? Ja, aber ist doch spannend. Ja, ist doch, was findest du, sollte sich daraus ableiten? Ich weiß es nicht, darum bin ich ja zum Glück kein Politiker, aber wenn man eine ukrainische Regierung massiv unterstützt und diese, zumindest Teile dieser Regierung, uns in den Rücken fallen. Nee, das ist ein falsches Bild. Erstens unterstützen wir nicht die ukrainische Regierung, sondern wir unterstützen die Ukraine und das ukrainische Volk, das eine Regierung hat, die im Interesse seiner Bevölkerung arbeitet, in einem Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung, der indirekt auch unserer ist. Das ist das, was wir tun. Wir machen das nicht aus Freundlichkeit und Almosen, sondern weil wir ein eigenes Interesse daran haben. Da müssen wir damit leben, und dieses dass die eigene uns Interesse angreifen. dieses eigene Interesse besteht unabhängig davon weiter, was Teile des ukrainischen Militärs eventuell getan haben. Und jetzt ist ja die zweite Frage, wenn du sagst, sie schaden uns damit, ich finde diese Frage mit dem Methanleck ist das eine, ich vermisse diese Röhre nicht. Ich vermisse diese Pipeline nicht. Ich gehe jetzt einmal nach dem Generalbundesanwalt, der festgestellt hat, es gab einen Anschlag auf kritische deutsche Infrastruktur. Das ist richtig. Kann man natürlich sagen, okay, das gehört ja nicht Gazprom und das war nie ein privatwirtschaftliches Projekt und so weiter. Aber es ist ja richtig. Das ist kritische Infrastruktur. Auch übrigens die Pipelines, die wir nach Norwegen haben, sind kritische Infrastruktur. Einer der Gründe, warum wir die Kapazitäten der LNG-Terminals, wo wir das schlimme Fracking-Gas aus den USA beziehen, etwas größer angelegt haben, als es jetzt eigentlich zwingend für den aktuellen Fall nötig ist, dass es Krisenvorsorge dafür ist, dass beispielsweise ein Anschlag auf die Pipeline von Norwegen nach Deutschland verübt wird, beispielsweise von Russland aus. Also insofern ja, das ist Angriff auf kritische Infrastruktur und deswegen ist es richtig, dass der Generalbundesanwalt dazu ermittelt. Wenn ich die politische Frage auf dem Tisch habe, ob sich aus diesem mutmaßlichen Anschlag auf unsere kritische Infrastruktur eine andere Entscheidung ergibt, wie ich die Ukraine unterstütze, sage ich offen, nein, aus Eigeninteresse ist es sinnvoll, das weiter zu tun. Forderst du immer noch keine Waffen an Israel? Letzten Sommer hast du gesagt, jetzt Schluss mit Waffen. Ich habe gesagt, nicht erst im Sommer, sondern ich glaube schon wesentlich früher, aber bin ich jetzt nicht ganz sicher jedenfalls, dass ich keine Waffen an Israel liefern lassen möchte, die eingesetzt werden könnten, um beispielsweise im Gaza Völkerrechtsbrüche zu begehen. Und das sehe ich bis heute so und ich habe keinen Anlass zur Annahme, dass die Agenda der israelischen Regierung eine andere geworden ist. Warum hast du das nicht gefordert, als ihr an der Macht wart? Also, erstens, weil ich damals ein kleines Licht war, aber das ist eine andere Sache. Und zweitens... Du bist jetzt Parteichef und ich frage ihr als Partei. Ne? Also, warum habt ihr, als ihr das hättet machen können, Annalena, Robert und so weiter, die hätten das verhindern können, warum habt ihr das damals nicht gefordert? Also in der Opposition ist es ja einfach. Nein, das ist auch ehrlicherweise in der Opposition nicht einfach, weil ja diese Frage in diesem Feld, weil es ja wenig Themen gibt, die so wenig einfach sind. Aber eurer Regierungszeit lief, erstens war 7. Oktober, dann ging der Gaza-Krieg los und so weiter und es waren schon recht früh klar, Völkerrechtsbrüche sind dann Tagesordnung. Und deswegen hat ja auch damals, haben ja Annalena Baerbock und Robert Habeck in der Regierung ja auch einiges dafür getan, die Rüstungsexportpraxis zu verändern. Man kann immer fragen, hätte man früher und schneller und deutlicher? Das sind Fragen, die ich
legitim finde und auf die ich jetzt auch nicht einfach sagen kann, nein, das war alles immer zu jedem Zeitpunkt richtig. Ich will nur sagen, also unter Robert und Annalena gab es noch nie so viele Rüstungsexporte in Israel wie in eurer Zeit. Du erinnerst dich vielleicht an die Situation, als irgendwann die Union, aber auch der Bundeskanzler sich hochgradig echauffiert haben, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck in der Regierung darauf gedrungen haben, dass die israelische Regierung eine Versicherung abgibt, dass die Exporte, die dorthin stattfinden, nicht völkerrechtswidrig genutzt werden. Da ist ein Sturm der Entrüstung durchs Land gegangen. Wie können diese Grünen, da sieht man doch, huiuiui. Der Sturm ging durch die Springerpresse. Also ich hab das damals verfolgt. Ich habe auch mit unseren gemeinsamen Bekannten darüber geredet. Ich will nur sagen, weil du sagst, das kann man jetzt ja einfach machen in der Opposition. In diesem Thema, aus guten Gründen und auch zu Recht, gibt es ja keine einfachen Situationen. Es gibt auch keine so einfachen Punkte, weil man ja immer in einem ziemlich harten politischen Konflikt und auch Spannungsfeld ist. Und wenn du mich fragst, hätte eine klarere Positionierung zu der Frage, ob diese Waffen geliefert werden sollen, auch schon bei den Grünen erfolgen sollen, würde ich sagen, ja. Werde ich jetzt sozusagen den Stab über Annalena Baerbock und Robert Habeck brechen, von denen ich weiß, dass sie in dieser Regierung sich stark dafür eingesetzt haben, Dinge zu tun, die damals nicht populär und mehrheitsfähig waren? Nein, das werde ich nicht tun. Ist jetzt kein neues Thema. Völkermord, du weißt es selbst, der Internationale Gerichtshof hat die Klage angenommen. Es wird ein Urteil geben, ob das ein Völkermord ist. Wir können gleich über die anderen Aspekte nochmal reden. Aber absehbar ist es, dass es ein Urteil gibt, und das kann sehr gut sein, angesichts dessen, dass die Israelis die vorläufigen Maßnahmen des EGH aus Januar 2024 zur Verhinderung eines Völkermords in keiner Weise nachgekommen sind. Ist es jetzt wahrscheinlich, was ich höre, dass es ein Urteil gibt, dass das Genozid ist. Was heißt das für die grünen Minister, die dafür verantwortlich waren? Weil Deutschland ja dann mitverantwortlich war und damit unterstützt hat. Den letzten Schluss finde ich falsch. Und ich glaube auch, dass ihr hättet denn einen Völkermord mit Waffen unterstützt? Dass diese Verknüpfung. Welche Konsequenzen hätte das für die Grünen? Lass mich das bitte sagen, dass ich diesen Schluss also ich kann mit dieser die Grünen, die Regierung, haben einen Völkermord unterstützt und sind Komplizen. Ich finde, das ist eine Form von Aufladung, die an der Stelle für mich nicht funktioniert. Und deswegen habe ich ja gerade gesagt, dass es grüne Minister in dieser Regierung waren, die darauf gedrungen haben, dass die israelische Regierung sich selbst überhaupt erstmal dazu erklärt, wofür sie den nutzen möchte. Und wenn du jetzt diese Frage stellst, der IGH wird dann irgendwann ein Urteil fällen, so für mich ist der Internationale Strafgerichtshof als Teil der internationalen Ordnung, der Völkerrechtsordnung ein sehr zentraler Akteur. Und wenn der IGH ein Urteil dazu trifft, dann wird das für mich handlungsleitend sein. Und so, das warte ich jetzt ab. Ja, pass auf, aber die Grünen waren während dieser Zeit in der Ampel, in der Regierung. Robert war für die Rüstungsexporte als Wirtschaftsminister zuständig, Annalena war im Sicherheitsrat als Außenministerin und so weiter. Ihr hättet das verhindern können. Ihr habt es nicht gemacht und ihr habt wieder besseren Wissens, weil IGH-Maßnahmen und so weiter war völlig klar. Deutschland hat sich auf die Seite Israels dargestellt und gesagt, alles Quatsch. Es kann das Urteil geben. Dementsprechend waren dann, wenn es ein Genozid ist, laut IGH, Grüne Teil davon, weil Deutschland diplomatisch und auch mit Rüstung unterstützt hat. Das kannst du gar nicht abstreiten. Ich meine, wir hatten letztens Ron Steinke hier, wir haben viele andere hier gehabt, die damit müsst ihr rechnen. Ich habe wahrgenommen, dass es wenig Gespräche gibt, die du hier führst, die nicht diesen Fokus haben, und insofern weiß ich, dass das jetzt auch so ist. Nur der Fokus ist, weil ihr an der Regierung wart, und ich greife halt dich nicht an, sondern ich greife die verantwortlichen Minister an, und das sind Grüne, und die Grünen haben sich ja mal gegründet gegen Völkermord und so weiter und so fort. Genau. Und ich will aber wissen, was das für euch als Partei für Folgen hättet, wenn eure Minister Teil einer Unterstützung eines Völkermords sind. Ich weise diese Formulierungen in aller Deutlichkeit von uns und mir und diesen Personen, weil ich glaube, dass diese. Du hast gerade gesagt, das IGH-Urteil ist dann handlungsweisend. Nein, Welche Handlung? Du verknüpfst gerade sehr viele Dinge. Die Formulierung, die du wählst, die
lehne ich ab und werde ich auch nicht zustimmen. Ich werde auch nicht sagen, wenn der IGH dies und das urteilt, dann heißt das für Person X bei uns Folgendes und für Person Z das eine, sondern ich kann dir sagen, für mich, und wir haben die ganze Frage, wie wir mit diesem Konflikt umgehen, im letzten Jahr sehr, sehr intensiv bearbeitet, insbesondere Franziska. Ich habe ja vorhin gesagt, dass in unserer Aufteilung sie die Themenzuständigkeit da hat, aber wir haben das sehr gemeinschaftlich gemacht. Und wenn du dir durchliest, was wir im November, Dezember auf dem Parteitag dazu beschlossen haben, dann findest du da sehr, sehr große Klarheit. Und ich will einmal kurz herleiten, wo wir in dieser Frage kommen. Es gibt in meiner Wahrnehmung, also um den Elefant im Raum auszusprechen, warum ist denn für eine deutsche Regierung die Positionierung in diesen Fragen not that easy? Weil wir eine Geschichte haben. Und diese Geschichte ist von äußerster Brutalität und Menschenverachtung, industriellem Massenmord an Jüdinnen und Juden geprägt. Und es gibt in meiner Wahrnehmung 2 zentrale historische Schlüsse und Konsequenzen, die wir aus dieser Geschichte ziehen. Nämlich erstens die Sicherheit von Jüdinnen und Juden vor antisemitischer Verfolgung. Und zweitens Völker- und Menschenrecht als unbedingte Grundlage des Zusammenlebens auf der Welt. Und diese beiden Grundsätze stehen gleichzeitig und parallel und in keiner Hierarchie miteinander. Gut. Sondern sie stehen jeweils. Und was war die Situation, über die wir sprechen? Nach Jahrzehnten von Gewalt und Tod und Rechtsbrüchen und allem Möglichen in dieser Region hat am 7. Oktober 2023 die Hamas Israel überfallen, hatte die Möglichkeit dazu. Das heißt, dass die eine Konsequenz, die wir aus der Shoah gezogen haben, nämlich dass Jüdinnen und Juden sicher vor antisemitischer Verfolgung sein müssen, ist an der Stelle nicht verwirklicht gewesen. Also an diesem Tag sind in Israel so viele Menschen wie noch nie seit Ende der Shoah getötet und bestialisch ermordet worden, weil sie Jüdinnen und Juden sind und nur deswegen. Nur deswegen. Und daraus folgt erstmal etwas für eine deutsche Bundesregierung. Das kann eine deutsche Bundesregierung nicht schulterzuckend zur Kenntnis nehmen und sagen, dann guckt mal, wie ihr damit so klarkommt. So, und die zweite Situation ist, dass die israelische Regierung sich entschieden hat, als Antwort darauf oder eventuell auch unabhängig davon, und das ist eine israelische Regierung, die zu relevanten Teilen aus rechtsextremen Kräften besteht, in der Region, also im Gazastreifen, aber auch im Westjordanland und darüber hinaus mit Mitteln zu agieren, die ich ablehne und die ich verurteile und die sehr eindeutig völkerrechtswidrig sind. Und das benenne ich, seit ich Parteivorsitzender der Grünen bin. So, nur, ich will das einmal sagen. Die Situation, in der Annalena Baerbock und Robert Habeck gemeinsam mit der gesamten Bundesregierung Entscheidungen getroffen haben, ist nicht im luftleeren Raum gewesen, sondern fand statt nach dem 7. Oktober 2023. Und die Frage, die damals im Raum stand, auch für mich persönlich, ich hatte große Sorge. Also ich weiß noch, dass wir in der Sitzung der Bundestagsfraktion an den Tagen danach den israelischen Botschafter da hatten. Und in der Situation fand ich es richtig und notwendig und auch die für mich einzig denkbare Option, zu sagen, wir stehen an der Seite Israels, das als Heimstatt von Jüdinnen und Juden existenziell in dieser Situation bedroht ist. So, und ich finde, dass ich spreche das deswegen in dieser Ausführlichkeit und in dieser Deutlichkeit aus, weil ich bis heute bedrückt darüber bin, dass diese Klarheit nicht alle im Land hatten in dieser Situation. Jetzt ist das, und jetzt ist nur der zweite Punkt, dass über die Zeit deutlich wurde, dass eine gewisse Befürchtung, die ich auch hatte, eingetreten ist, nämlich, dass die Antwort der israelischen Regierung auf diese existenzielle Bedrohung nicht völkerrechtskonform ist. Und zwar in keiner Weise. Wir könnten das jetzt an verschiedenen Einzelpunkten ausmachen und das habe ich dann auch immer sehr deutlich benannt. Ja. Und die Frage, ob man zu einem früheren Zeitpunkt, als es am Ende passiert ist, es ist ja dann
noch deutlich, nachdem wir das als Grüne gefordert haben, aus der Opposition heraus, etwas an der Rüstungsexportpraxis geändert worden. Wir haben ja schon über viele Wochen die Bundesregierung dazu aufgefordert, das zu tun, bis dann irgendwann bei Friedrich Merz es eine Veränderung gab und dann etwas sich auch tatsächlich an der Praxis verändert hat. Aus meiner Sicht viel zu wenig. Das aktuelle Agieren der Bundesregierung dieser israelischen Regierung gegenüber halte ich für falsch. Und es wird der Verantwortung nicht gerecht. Und wenn du die Frage stellst, hätte man früher eine Veränderung in dieser Praxis vornehmen müssen, würde ich sagen, ja. So, pass auf. So, aber wenn du jetzt von mir möchtest, dass ich deswegen sage, einzelne Akteure der Bundesregierung von den Grünen oder die Grünen im Gesamten sind Komplizinnen und Komplizen eines Völkermords, dann werde ich dir diesen Satz nicht geben. Ich hab darauf verwiesen, dass wir auf diese EGH-Urteil warten, was für dich handlungsweisend ist. Und du musst dann als Parteivorsitzender zumindest mit der Frage klarkommen, wenn es ein Urteil ist, dann muss man auch über die deutsche Mitverantwortung reden. Das ist gar keine Frage. Dass nach dem 7. Oktober 23 die Lage war, wie du gerade beschrieben hast, ohne Frage. Aber ich habe ja gerade auf Januar 24 geschielt. Da sind 3 Monate später gewesen. Da waren, lass mal kurz ausreden. Der IGH hat vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung von Völkermord auferlegt, die nicht erfüllt wurden. Deutschland hat trotzdem trotz dieser EGH-Sachen, weitergeliefert. Die Konvention, die Völkermordkonvention, ist nach dem Holocaust entstanden, wegen dem Holocaust. Aber die heißt ja nicht Holocaust-Konvention, sondern Völkermordkonvention. Und die Konvention heißt Konvention zur Verhinderung und Bestrafung von Völkermord. Und dementsprechend ging es ja auch um Verhinderung. Und das hat der EGH mit den Maßnahmen ja beschlossen. Und die hat die Bundesregierung ignoriert. Das ist gar keine Frage. Wir haben trotzdem, obwohl es quasi jetzt schon um Verhinderung von Völkermord geht, weitergeliefert. Und daran haben die grünen Minister, das ist Accountability, das ist Verantwortung. Und die müssen sie doch übernehmen. Und ich will wissen, ich klage nicht dich an, dass du dann für Völkermord verantwortlich warst, wenn das EGH-Urteil so ist, sondern ich klage die an, die tatsächlich die Entscheidungen wegen den Waffen geliefert haben. Und das ist die Ampelregierung und das ist jetzt diese Regierung. Und ich will wissen, was als grüner Parteichef du sagst, was die Grünen, die dafür mitverantwortlich sind oder waren, für Konsequenzen zu befürchten haben. Dürfen die noch irgendwas in eurer Partei dann zu sagen haben? Ich habe jetzt mehrfach gesagt und ich wiederhole das gerne, wenn du von mir eine Bewertung dazu möchtest, ob es richtig gewesen wäre, früher, als es dann tatsächlich passiert ist, an dieser Waffenexportpraxis etwas zu ändern. Ja. Halte ich das für einen Fehler, dass es nicht passiert ist aus heutiger Perspektive? Sicherlich ja. Du wirst trotzdem nicht von mir jetzt eine moralische Verurteilung von dem Agieren der grünen Ministerinnen und Minister in dieser Regierung hören. Und auch das habe ich, glaube ich, gerade begründet. Ich will wissen, wie ihr handelt. Du bist ja da vielleicht noch immer noch Parteichef, weil du gesagt hast, das ist handlungsleitend, dieses Urteil. Es ist handlungsleitend. Was heißt das in Bezug auf die Grünen, die dann, wenn es ein Völkermordurteil ist, das unterstützt haben? Nochmal, die Grünen haben das nicht unterstützt. Ich finde an der Stelle ist doch schon Felix, der Punkt. Natürlich habt ihr das unterstützt. Ihr seid Teil der Ampel gewesen, wenn du sagst, die Grünen haben einen Völkermord unterstützt, dann gehe ich damit nicht mit. Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, die grünen Minister. Nein, auch die grünen Minister haben keinen Völkermord unterstützt. Die grünen Minister haben keinen Völkermord unterstützt. Annalena Baerbock hat keinen Völkermord unterstützt und Robert Habeck hat keinen Völkermord unterstützt. Wir haben gerade darüber geredet, dass der EGH bald ein Urteil fällt und das Urteil so ausfallen kann. Und ich will wissen, wenn das Urteil so ausfällt, die Konsequenzen sind. Ja, und bitte jetzt nicht. Und ich habe dir jetzt gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Möchtest immer noch nicht von Völkermord sprechen. Du hast ja, ich habe ein paar. Du hast ja gerade richtig beschrieben, dass der EGH da in näherer Zukunft ein Urteil sprechen wird und das wird für mich handlungsleitend sein. Und ich glaube, die Botschaft, oder der Punkt ist doch total klar. Ich kann jetzt, ich habe gerade benannt, wie ich was meine Bewertung des Vorgehens der israelischen Regierung und des israelischen Militärs ist. Und ich kann mir vorstellen oder ich verstehe den Wunsch danach, die Dinge mit einem klaren Begriff zu benennen, aber kein Problem wird dadurch gelöst, dass diese Debatte, die ja nicht nur viele deiner Sendungen und deiner Gespräche hier füllt, sondern ja auch an sehr, sehr vielen anderen Stellen sehr intensiv debattiert wird. Also die Gespräche, die ich zu diesem Thema führe,
wenn ich unterwegs bin, wenn ich in Kneipen mit Menschen spreche, wenn ich weiß nicht was, die beginnen häufig mit dieser Frage, wie nennst du es? Und sie enden dann häufig auch mit dieser Frage. Und ich glaube nicht, dass das der Lage, dass es den Menschen, dass es dem Leid gerecht wird. Und deswegen werde ich jetzt mich nicht an dieser Begriffsdiskussion beteiligen, wenn gleichzeitig beim EGH ein entsprechendes Verfahren läuft. Aber es ist ja nicht nur ein juristischer Begriff. Es ist ein Wissenschaftler. Genau. Es ist ein politischer. Es ist ein wissenschaftlicher Begriff. Ich meine, du bist Anthropologe. Auch in der Anthropologie wird sich mit Völkermord, Genozid und so weiter auseinandergesetzt. Ich habe mich lange damit beschäftigt, warum eigentlich in der deutschen Erinnerung an die koloniale Ära eigentlich die eigene Beteiligung an Genoziden keine so große Rolle gespielt hat, beispielsweise an den Herero und Nama, dass wir immer noch in Deutschland Straßennamen haben, die nach Kolonialherren benannt sind und so weiter. Insofern, da habe ich eine gewisse Sensibilität für. Ich bin vollkommen dafür, einen Begriff wie Völkermord nicht inflationär zu benutzen, sondern ganz bewusst und dann, wenn es einen plausiblen Verdacht gibt. Das sollte sich niemand schwer machen, aber der Begriff ist wichtig, weil es ja, wie gesagt, in der Völkerrechtskonvention, um die Verhinderung geht und nicht nur um die Bestrafung. Und um etwas zu verhindern, muss auch eine klare Sprache gefunden werden. Und steht ihr zu dieser Konvention von Verhinderung von Völkermord? Weil dann muss man sich auf diesen Begriff, mit diesem Begriff arbeiten. Ansonsten ist es ja eine Frühwarnung. Man muss ja von Völkermord sprechen, man muss Verdacht haben, wie der EGH. Ja, und ich habe gerade ja gesagt, dass ich das, Thilo, ich verstehe, worauf du gerade hinaus möchtest, aber nimm doch vielleicht einfach, was ich gesagt habe. Wenn der EGH ein Urteil trifft, dann ist das für mich handlungsleitend und dann ist es für die ganze Partei Bündnis 90 Die Grünen handlungsleitend. Und die Frage, was wir von der Bundesregierung erwarten, wie sie in der aktuellen Situation geht, ist für uns vollkommen klar beantwortet. Warum haben die Grünen, bei den Jesiden, da gab es einen Völkermord von IS. Es gibt kein Urteil des IGH oder ISDGH, dass es ein Völkermord an den Jesiden war. Warum habt ihr trotzdem davon gesprochen? Warum habt ihr in Sachen Kosovo davon gesprochen, dass es Völkermord war? Ich kann dir die ganze Joschka Fischer-Passage schicken. Auch bevor oder findest du wirklich so unerklärlich? Moment. Findest du so unerklärlich, dass die Frage, ob man solche Begriffe und auch die Beurteilung gegenüber der Regierung des Staates, der unter anderem deswegen existiert, weil unsere Vorfahren 6 Millionen Jüdinnen und Juden ermordet haben. Also ist es denn so unbegreiflich, dass man aus der Gleichzeitigkeit der historischen Schlüsse auch eine schwierigere Abwägung für sich ableitet? Keine Frage. Okay. Weil ich finde, dass. Aber trotzdem. Ich sage das nur deswegen, weil das Interessante ist doch. Ihr habt übrigens bei Darfur, bevor der IGH am Sudan in Völkermord stattfand, habt ihr auch von Völkermord gesprochen. Man kann eine ganze lange Liste da sicherlich finden. Und womit ich so hadere, und deswegen bin ich bei diesem Thema so. Ich nehme eure ganze IRA, also diese Antisemitismusdebatte und so weiter, diese Definitionsfragen ernst. Wo es heißt, unter anderem Doppelstandards vermeiden. Keine anderen Standards anlegen an Israel als an andere Staaten. Und diese Standards habt ihr ja, das ist ja genau das Ding, was ihr jetzt macht. Bei Darfur, bei Srebrenica, bei Kosovo, bei den Jesiden. Da habt ihr, weil es um Handlungen geht, weil ihr Forderungen hattet, entweder in der Opposition oder in der Politik, in der Regierung, um eure Handlungen zu untermauern, habt ihr bewusst diese Begriffe benutzt, um aufzuzeigen, warum jetzt Handlungen nötig sind. Und jetzt, wenn wieder der Verdacht da ist, laut EGH und Experten der UN, Genozidforscher, israelische NGOs, internationale NGOs, dann macht ihr das hier nicht. Warum macht ihr hier nicht doppelte Standards, die es bei Israel zu verhindern gilt? Es ist interessant, dass du diesen Begriff der doppelten Standards, die es bei Israel zu verhindern gilt, sozusagen aus der Perspektive machst, weil ja tatsächlich einer der Hintergründe ist, dass
in aller Regel doppelte Standards dort aus sozusagen in die andere Richtung gemacht werden. Das stimmt. Ich will das nämlich auch, weil Aber beides ist zu vermeiden, habe ich gelernt. ja, alles gut, aber die Tatsache zum Beispiel, dass sich die deutsche Bevölkerung in einer sehr großen Intensität mit diesem Konflikt befasst, während dann doch noch eine ganze Reihe weiterer Konflikte auf der Welt weitgehend unbeteiligt von deutschem Interesse passieren. Also die relativ große Ignoranz gegenüber dem, was im Sudan passiert, was im Jemen passiert und so weiter, das hat ja vielleicht auch irgendwo einen sozialpsychologischen Hintergrund. Da unterstützen wir aber jetzt keine Seite, die potenziellen Völkermord begeht. Das ist der Unterschied. Ja, Thilo, mein Punkt ist doch auch nicht, ich habe doch jetzt wirklich mehrfach gesagt, also die Frage, wie die deutsche Regierung mit der israelischen Regierung umgegangen ist in dieser Situation, ich bin da überhaupt nicht dagegen, kritische Nachfragen zu stellen, im Gegenteil. Und wenn ich sage, das ist für mich handlungsleitend, dann heißt das ja auch als Auftrag in die Zukunft. Vielleicht sind wir ja nach der nächsten Bundestagswahl wieder Teil einer Regierung. Und dann ist ja die Frage, wie geht man eigentlich in diesem Spannungsfeld mit einer israelischen Regierung um, wenn man zwei Dinge gleichzeitig als Grundlage des Handelns hat. Nämlich die Sicherheit von Jüdinnen und Juden vor existenzieller Bedrohung und Völker- und Menschenrecht. So. Und wenn du weiterhin beides als Grundlage hast, aber den ersten Punkt auch nicht vergisst und siehst, dass nirgendwo auf der Welt Jüdinnen und Juden gerade sicher vor Verfolgung sind. In Berlin werden sie verprügelt, wenn sie eine Kippa tragen, und nicht nur in Berlin, sondern auch an anderen Orten in Deutschland und Europa. Und in dem Land, das hochgerüstet sich glaubte, verteidigen zu können, werden an einem Tag 1200 Menschen ermordet von einer Terrororganisation, einer islamistischen Terrororganisation, die unterstützt wird und finanziert wird von einem Staat Iran, der sich zum Ziel gemacht hat, den kompletten Staat Israel und seine Bevölkerung zu vernichten. Aber nichts rechtfertigt. Nein, Theodor, das ist doch der Punkt. Warum kann man das nicht auch aussprechen? Nicht, um es zu rechtfertigen, aber um es auch einmal auszusprechen. Warum kann man nicht sehen, dass dass die Welt in dieser Situation eine Gleichzeitigkeit von Dingen hat und dass eine Bundesregierung nicht einfach sagen kann, dieser erste Teil unserer Verantwortung, der interessiert uns jetzt gerade nicht mehr. Und dass deswegen nicht andere Standards gesetzt werden bei der Beurteilung, aber dass zum Beispiel bei der Frage, wie geht man eigentlich mit einer solchen Regierung und einem solchen Staat um, der diese Regierung ja nun einmal gewählt hat. Ich wäre unfassbar glücklich, wenn als eine der Konsequenzen aus dieser ganzen Gewalt und Brutalität die israelische Bevölkerung sich entscheiden würde, eine andere Regierung zu wählen. Nicht mehr Benjamin Netanyahu. Gut. Nicht mehr diese rechtsextremen Minister in dieser Regierung. Hans soll noch genug Zeit haben, dir ein paar Zuschauerfragen zu stellen. Wunderbar. Ich habe gerade Angst gehabt, ihm hieß es, ich soll früher raus. Gar keine Fragen mehr. Jetzt doch, ein Glück. Also lass uns doch mal, ich habe noch 3 kurze Themen. Ich bin mir sicher, wir waren vorhin bei den Fehlern der Grünen. Das war aber Ampel. Ich will jetzt noch mal kurz nachschauen. Und jetzt kommen wir zu den Erfolgen der Grünen. Ja, pass auf. Sorry. Aber du warst ja schon Teil des Bundestages, als es um die Grundgesetzänderung zum Thema Sondervermögen ging. Da war am 10. März 25, habe ich nochmal rausgesucht. Kennst du selbst? Ihr habt gesagt, keine Milliardenschulden für Steuergeschenke von Union und SPD, darum machen wir diese Grundgesetzänderung nicht mit. Genau. Dann, 4 Tage später, habt ihr verhandelt und auf einmal habt ihr gesagt, wir machen damit, weil ihr was reinverhandelt habt, Zusätzlichkeit in Sachen Klimainvestitionen, Transformationsfonds, Erfolge, für die Grünen stehen, Grundgesetzänderungen in Sachen Klimaneutralität 2025. 45, Entschuldigung. Ich könnte jetzt auch nur sagen, was Britta Hasselmann alles gesagt hat, was ihr alles reinverhandelt habt, was alles so toll war. Und dann, ein Jahr später, ist genau das eingetreten in eurem eigenen Bilanz nach einem Jahr. Ja, so ist es. Was ihr versprochen habt, was nicht passiert wird durch eure Zustimmung. Nee, ihr habt nämlich selber gesagt, das, was jetzt durch diese Sondervermögen finanziert wurde und wo investiert wird, das fließt, also die Milliarden fließen in die Wahlgeschenke. Also genau das, was ihr eigentlich verhindern wolltet. War das ein Fehler oder ist das dilettantisch?
Nein, ich würde sagen, weder noch, aber es ist natürlich etwas, was uns enorm ärgert, weil natürlich, um einmal zu begründen, warum wir am Ende in der Abwägung dazu gekommen sind, an der Stelle dann am Ende Ja zu sagen, nachdem wir anfangs Nein gesagt haben. Das eine ist, dass in diese Grundgesetzformulierung tatsächlich relevante Änderungen eingeflossen sind und ich würde sagen, ohne dass wir da verhandelt haben, wären wir bei einer noch brutaleren Verschwendung von Geldern, als wir es jetzt gerade haben. Jetzt kann man sagen, oh ja, der Grüne wieder mit seinem geringeren Übel, aber der zweite Punkt war natürlich auch, dieses Sondervermögen zu ermöglichen und auch die sogenannte Bereichsausnahme beim Thema Sicherheit. Es ist ja nicht nur Verteidigung, es ist ja auch Sicherheit, also auch Cyberabwehr und so weiter, war die Grundlage für zwei Dinge. Erstens, ehrlicherweise, dass diese Regierung überhaupt ansatzweise handlungsfähig starten konnte. Jetzt kann man sagen, ist das die Aufgabe der Opposition, der Regierung Handlungsfähigkeit zu ermöglichen? Ich würde sagen, in dieser Situation ja auch. Hat die alte Opposition, die Union, nicht so gesehen, aber sehe ich anders. Man sieht ja gerade, was mit einer Gesellschaft passiert, die eine handlungsunfähige Regierung erlebt. Ich glaube nicht, dass das erstrebenswert ist. Aber das ist sozusagen, das kann man politisch so oder so deuten oder bewerten. Das Zweite war aber auch, ohne diese Zustimmung am Ende wäre beispielsweise die Ausstattung der Bundeswehr, die Ausstattung der Nachrichtendienste, die Ausstattung für Cyberabwehr und am Ende davon abhängig gewesen, dass mit den Mehrheiten des jetzigen Bundestags die Linke da zustimmt. Und die Linke hat sehr deutlich uns signalisiert, auch in bilateralen Gesprächen, dass sie das nicht tun werden. Mhm. Und deswegen war ja die Abwägung, und das ist halt das Ding, Politik ist am Ende immer Abwägung. Die Abwägung war, eigentlich können wir denen nicht 100% vertrauen und die Sicherheitsmechanismen, die wir in diesen Grundgesetztext geschrieben haben, es ist ja ein Grundgesetztext, es ist ja nicht das Gesetz selbst und auch nicht der Haushalt selbst, sondern der Grundgesetztext. Ja. Das ist sozusagen eine gewisse Haltelinie, aber man kann nicht 100% ausschließen, dass die alle Wege suchen werden, um das irgendwie zu umgehen. Aber wenn wir da Nein sagen, dann, weil du ja gerade sehr viel mit, welche Konsequenzen hat das Abstimmungsverhalten, das man hat. An der Stelle Nein zu sagen, hätte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Effekt gehabt, dass wir heute unsere Sicherheit nicht entsprechend finanzieren könnten, weil mit den Mehrheiten des jetzigen Bundestags, mit den Linken, diese Entscheidung nicht zustande gekommen wäre. Aber die Frage war, habt ihr euch über den Tisch schieben lassen? Nee, das ist nicht. Das ist die Frage, die du stellen kannst, aber ich werde sie nicht auf dieser Ebene beantworten, weil das nicht die Frage ist. Die Bundesregierung und diese drei Parteien, die die Regierung bilden, haben uns getäuscht. Sie haben uns getäuscht, so wie sie die Bürgerinnen und Bürger getäuscht haben. Sie haben behauptet, wir machen das Ganze für Zukunftsinvestitionen und sie nutzen das gerade nicht für Zukunftsinvestitionen. Gut, aber wenn du fragst, wart ihr naiv? Ich meine, nein, wir waren da nicht naiv. Vielleicht hättet ihr da besser verhandeln sollen, damit die euch nicht so täuschen können. Nein, weil, um das einmal ein bisschen technisch nur darzustellen, wir haben über eine Grundgesetzformulierung verhandelt, nicht über einen konkreten Haushalt. Das geht auch gar nicht, weil wir haben ja nur die Grundgesetzänderung in der Situation zur Abstimmung gehabt. Und bei einer Grundgesetzänderung kannst du gewisse, ich sag mal, Haltelinien und Sicherungslinien einziehen. Eine davon war eine Mindestquote für Investitionen im Kernhaushalt, damit du nicht im Prinzip alles, was du an Investitionen planst, aus dem Kernhaushalt in das Sondervermögen schiebst und dann Geld für Mütterrente und so weiter schaffst. So. Und jetzt kann man sagen, diese Mindestquote von 10%, die war zu gering. Vielleicht hätte man darauf bestehen können, müssen, was auch immer, dass es dann 11 oder 12% sind, dann wäre die Lage eine etwas andere gewesen. Nur, wenn ich mein Abstimmungsverhalten, also das Verhandlungsergebnis, das Katharina Dröge und Britta Hasselmann in sehr enger Abstimmung mit Franziska Brandner und mir erreicht haben, bewerte. Und wenn ich mein persönliches Abstimmungsverhalten bewerte, ich würde es jederzeit genau so wieder tun. Und zwar aus folgendem Grund. In der Abwägung ist es mir lieber, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, diese Kredite aufzunehmen. Und ich habe dich jetzt in der Vergangenheit auch so wahrgenommen, dass du jetzt nicht per se gegen Schuldenaufnahme für Dinge bist, sondern dass es ja, wir kommen ja aus einer Situation, wo wir gesagt haben, die Schuldenbremse muss reformiert werden, wir müssen mehr finanzielle Spielräume schaffen, um auch die Not nicht zu groß werden zu lassen, um investieren zu können. Und deswegen, das haben wir dadurch ermöglicht. Und das war in dieser Konstellation möglich, dass die CDU mitregiert. Solange sie in der Opposition war, hat sie immer sich dagegen entschieden. Es ist richtig, dass wir diese Möglichkeit geschaffen haben und es ist richtig, dass wir die Möglichkeit, Schulden zu machen, Kredite aufzunehmen, geschaffen haben für unsere Sicherheit. Also Bundeswehr, Cybersecurity und so weiter.
ärgert es mich, dass das Vorschussvertrauen, das wir dieser Regierung gegeben haben, dass sie das nicht in dieser äußerst kreativen, fast kriminellen Form ausnutzen, nicht berechtigt war, ja. Und ich ziehe natürlich auch daraus meine Konsequenzen. Also das nächste Mal, wenn Friedrich Merz bei Britta Hasselmann auf der Mailbox landet, wird sich unsere Reaktion davon leiten lassen, wie jetzt bisher unsere Erfahrungen waren. So, aber ich habe es ja an mehreren anderen Stellen gesagt, man muss sich immer die Frage stellen, was ist die Alternative? Wäre die Alternative besser gewesen, wir hätten an der Stelle Nein gesagt? Und ich würde sagen, nein, das wäre nicht die bessere Alternative gewesen. Gut. Ich lasse mal deine Kündigungsschutzdiskussion weg. Fand ich eigentlich ganz interessant, weil über Dänemark kann man ja mal reden, aber das wäre auch tatsächlich spannend gewesen, weil das, was sozusagen ich in den Tagen nach der Konferenz, auf der ich die Überlegung geäußert habe, dass es nicht in Ordnung ist, jetzt einseitig, wie die Union es tut, eine Abschwächung des Kündigungsschutzes zu fordern, sondern ich mich auf die Position der DGB-Chefin Jasmin Fahimi bezogen habe, die gesagt hat, wenn man über so etwas spricht, dann muss man wie in Dänemark und in Schweden über ein ganz anderes Grundnetz von Sicherheit und Qualifizierung sprechen. Das wäre spannend gewesen, darüber zu reden. Ich wollte dich eigentlich verteidigen, sage ich es ganz kurz. Also Dänemark hat ja Arbeitslosengeld für 2 Jahre von 90 bis zu 90%, Deutschland nur 12%. Ganz andere staatliche Unterstützung für Weiterqualifizierung, für nicht einfach, wenn du deinen Job verlierst, hast du Pech und musst selbst gucken, was passiert, sondern ja, da werden Menschen unterstützt. Aber der größte Unterschied ist ja, Leute sind zu über 2/3 in der Gewerkschaft in Dänemark. Richtig. In Deutschland 16 bis 18%. Tarifbindung ist riesig, 80-90% in Dänemark. Und da ich selbst Doppelgewerkschaftsmitglied bin, bei der IG Metall und bei der Verdi, habe ich ein großes Interesse daran, dass die Gewerkschaften in ihrer Position gestärkt werden, dass wir Tarifbindung stärken, dass wir dafür sorgen, dass auch bei der Frage, wie eigentlich solche Weiterqualifizierungsmechanismen laufen, Gewerkschaften und die Mitbestimmung in den Betrieben eine große Rolle spielen. Deswegen habe ich mich ein wenig geärgert darüber, wie der Gedankengang, den ich auf einer Konferenz geäußert habe, sozusagen medial transportiert wurde und hätte gerne mit dir darüber noch länger gesprochen. Zum Schluss, wir waren ja vorhin bei Parteisoldatentum. Kommen wir mal ganz kurz zu Soldatentum. Du hast Zivildienst 2009 gemacht, hast damals verweigert. Würdest du heute nochmal verweigern? Ich glaube, ich persönlich vermutlich schon. Das liegt aber auch daran, dass ich eine persönlich gute Erfahrung mit dem Zivildienst verbinde. Also die 9 Monate in der Altenpflege haben mir in meiner persönlichen Entwicklung geholfen und nicht geschadet. Und wenn ich das vielleicht einmal noch sagen darf, weil wir eine sehr aufgeheizte Debatte über das ganze Thema Wehrdienst, Wehrpflicht, Gesellschaftsjahr und so weiter haben. Ihr seid für den Musterungszwang von jungen Männern? Wir sind für die Musterung, weil Musterung auch immer bedeutet, dass man diejenigen ausmustert, also diejenigen aus der Verantwortung entlassen werden, die nicht zur Verantwortung gezwungen werden können. Und was heißt gezwungen oder so. Was mir nur wichtig ist, die Debatte es ist ein riesiger Fail und eine Unverantwortlichkeit, dass die Bundesregierung in dieses Gesetz, das wir abgelehnt haben als Grüne, diese Formulierung reingeschrieben hat, die im Prinzip gesagt hat, alle Männer unter 45 müssen sich irgendwo melden, bevor sie das Land für 3 Monate mehr verlassen. Das hat ja genau die Befürchtungen genährt. Nur, wir haben dieses Gesetz der Bundesregierung abgelehnt, aber auch mit diesem Gesetz wird niemand zum Dienst einer Waffe gezwungen, der es nicht möchte. Ja. Und jeder kann in Deutschland, das ist grundgesetzlich festgeschrieben, den Dienst einer Waffe verweigern. Und ich würde es für mich persönlich aller Voraussicht nach wieder tun. Aber ich kann offen sagen, ich denke da differenzierter drüber nach, als ich das vor 17, 18, 19 Jahren getan habe. Die Grünen sind eine feministische Partei, habe ich mal gelernt. Ihr seid für Gleichberechtigung, Gleichstellung. Warum seid ihr dann nicht für Frauen bei der Bundeswehr? Nicht gleiche Rechte für junge Frauen und Männer? Nee, wir sind ja nicht gegen Frauen bei der Bundeswehr. Und warum sollen Männer und Frauen in Deutschland nicht den gleichen... Was war unser Vorschlag? Unser Vorschlag war ja, also erstmal... es ist warum sollen junge Frauen nicht gemustert werden? Lass mich das kurz ausführen. Es ist richtig, dass in der Situation zur Friedenssicherung
zur Sicherung unserer Freiheit die Bundeswehr nicht nur materiell, sondern auch personell besser ausgestattet sein muss. Es müssen mehr Menschen als in den letzten Jahren sagen, ich gehe zur Bundeswehr. Ja. Wir wollen, dass sie diese Entscheidung freiwillig treffen. Wir wollen, dass sie diese Entscheidung aus Überzeugung treffen und weil sie das Vertrauen darin haben, dass der Staat umgekehrt etwas für sie im Angebot hat, wenn sie sich selbst für den Staat aufopfern und in die Verantwortung gehen. Und deswegen lehnen wir ab, was die Bundesregierung an der Stelle gemacht hat. Aber wir sind nicht da, wo Teile der Linkspartei und Teile derer sind, die gerade Demos organisieren und sagen, hier werden Leute für die Interessen des Monopolkapitals verheizt und so weiter. Warum seid ihr nicht für Gleichstellung? Und unser Vorschlag ist, lieber Thilo, dass alle, die in diesem Land erwachsen sind, angeschrieben werden mit einem Fragebogen und befragt werden, was kannst und was willst du tun, um im Bedarfsfall dich zu engagieren? Was sind deine militärischen Fähigkeiten und Interessen? Was sind deine Möglichkeiten, beispielsweise zivil tätig zu sein, an anderer Stelle zu unterstützen? Und das wollen wir nicht nur 18-jährigen jungen Männern zur Beantwortung schicken, sondern allen. Also auch den Tanten der 18-jährigen jungen Männer. Ihr wollt aber auch, ihr seid auch dafür, dass es mehr Soldaten bei der Bundeswehr gibt? Ja. Was sagst du? Moment. Wir halten es für notwendig. Es ist eine extrem bedrückende Realität, aber ich halte sie für notwendig. Jetzt gibt es viele vielleicht grüne, junge Männer, also Wähler, junge Männer, die grün wählen und so weiter, Fernsehen, sagen hier, Felix, du hast recht, ich gehe da zur Bundeswehr, verpflichte mich. Was sollen die machen, wenn es einen AfD-Verteidigungsminister gibt? Dem dienen? Dann können sie immer noch desertieren, aber erst einmal ist mein ganzes politisches Handeln darauf ausgerichtet, dass es keinen AfD-Verteidigungsminister gibt und die. Das ist mir völlig klar, aber diese Konsequenz musst du bedenken. Das ist eine mögliche Konsequenz, aber daraus können sie. Die sollen desertieren, wenn AfD Verteidigungsminister ist? Ja? Oder sollen sie auch einen AfD-Verteidigungsminister Ich gebe offen zu, dass ich diese Frage noch nie gestellt bekommen habe und deswegen jetzt eine sehr spontane Antwort gebe. Aber ich würde einem AfD-Verteidigungsminister und einer AfD-Regierung sicherlich nicht in der gleichen Loyalität gegenübertreten wie der demokratischen Regierung, die wir gerade haben. Und also sollen die desertieren, die Soldaten, wenn die AfD... Es ist jetzt keine utopische Frage. Na, es ist in dem Sinne schon eine nicht ganz naheliegende Frage, weil wir weit davon entfernt sind, andersrum. Ich würde zumindest sagen, die Verknüpfung ist aus meiner Sicht deswegen nicht ganz so klar, weil wir im Moment erstmal darüber sprechen, also so bitter und so hart das klingt und ich weiß, damit macht man sich nicht beliebt, wenn man das ausspricht, aber ein Angriff Russlands auf die NATO und damit indirekt auch auf Deutschland ist gerade wahrscheinlicher als die Übernahme des Verteidigungsministeriums oder eines anderen Regierungspostens im Bund durch die AfD. So hart und traurig das ist. Aber sollen junge Männer auch einem AfD-Verteidigungsminister dienen? Das ist die Frage. Das ist nicht im luftleeren Raum. Wie gesagt, diese Frage stellt sich mir jetzt gerade zum ersten Mal, weil ich dieses Szenario eines AfD-Verteidigungsministers nicht für real halte. Aber wenn es so wäre, dann würde ich sagen, ist es besser, diesem nicht zu dienen. Danke. Aber warum formuliere ich die Antwort so? Weil ich nicht möchte, dass jetzt die Menschen, die hier zugucken, aus der Antwort mitnehmen, Moment, der Banascha kann nicht ausschließen, dass irgendwann die AfD Teil einer Bundesregierung ist, auch wenn er alles versucht dafür zu tun. Und deswegen gehe ich jetzt in der aktuellen Situation, wo die Gefahr durch Wladimir Putin größer ist als durch einen AfD-Verteidigungsminister, lieber nicht zur Bundeswehr, auch wenn ich mir das vorher überlegt habe. Also dieses Signal wollte ich nicht aussenden. Es gibt im politischen Raum hier Umsturzfantasien, aber einfach so, dass Merz gestürzt wird von anderen in der Union und mit der AfD gemeinsam. Das kann von heute auf morgen passieren. Wir hoffen es nicht. Letzte Frage als Ostdeutscher. Ja. Britta Hasselmann, Fraktionschefin. Katharina Dröge, Fraktionschefin. Franziska Brandner, Parteichefin. Du, Parteichef. Ihr seid alle westdeutsch. Können wir uns Bündnis 90 in eurem Parteinamen eigentlich sparen? Nein, aus zwei Gründen. Erstens, es hat einen Grund, warum ich ein Büro in Brandenburg an der Havel aufgemacht habe, nämlich um zumindest in Teilen diese unterschiedliche Repräsentation jetzt nicht zu kompensieren, aber das ernst zu nehmen. Zweitens, warum hat kein Ostdeutscher bei euch was zu sagen? Das ist die Frage. Zweitens, das war genau mein Punkt, seit der letzten Bundesvorstandswahl ist ein Drittel des Bundesvorstands aus dem Osten, nämlich mit Heiko Knopf und Gesine Mertens. Ein Drittel, das ist deutlich über der sozusagen Gesamtverteilung. Wenn nicht an der Spitze. Ja, die können mich ja putschen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, aber das Ding ist, also ich nehme das, ich will das gar nicht ins Lächerliche sehen, ich nehme das sehr ernst. Alle deutschen Parteien haben es gäbe die Grünen nicht ohne Bündnis Richtig, 90. Genau. Und alle Parteien, auch die Grünen und insbesondere die Grünen, müssen sich die Frage stellen, wie schaffen sie es eigentlich, ostdeutsche Perspektiven ausreichend in ihren Strukturen zu repräsentieren. Wir arbeiten da an sehr vielen Stellen dran. Ich will nur umgekehrt auch sagen, wir sollten nicht den Fehler machen, und so nehme ich es in anderen Parteien wahr, wir machen das jetzt nicht mehr so, zu glauben, die Vertretung des Ostens obliegt den Menschen, die aus dem Osten kommen, alleine und der Westen hat damit nichts zu tun und sagt einfach, ach, macht ihr da mal und wir kümmern uns um uns. Sondern meine Antwort auf diese Repräsentationsschwäche, die es überall gibt, ist zu sagen, ich mache den Osten und ich mache auch diese Wahlen, die jetzt im Osten stattfinden, auch zu meiner Sache. Ich nehme sie persönlich. Und die Frage fußt darauf, weil ihr Bündnis 90 heißt. Richtig. So. Zum Glück. Das war es von meiner Seite. Komm gerne nochmal wieder, dann können wir über Kündigungsschutz und vielleicht eine GroKo-Bilanz sprechen, wo ihr wenig mit zu tun hattet. Und jetzt kommt der Putschist Hans Jessen. Guten Tag. Guten Tag. Wenn ich ein Putschist wäre, dann hätte ich diesen Stuhl wesentlich eher übernommen. Absolut. Thilo hat uns freundlicherweise 10 Minuten Restlaufzeit gelassen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Zuschauerfragen. Was passiert in der linken Zivilgesellschaft, wenn, was ja durchaus möglich ist, die AfD in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern absolute Mehrheiten bekommt oder, was auch nicht völlig unmöglich ist, die CDU im Bund mit der AfD zusammenarbeitet? Ich fange mal mit dem zweiten Punkt an. Ich glaube, dass man dieses Szenario nicht so intensiv herbeireden und herbeischreiben sollte. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Union in der Hinsicht, die haben da einen ungeklärten Richtungskonflikt. Aber man sollte immer wieder auch sich fragen, was kann man denn selbst dazu beitragen, dass es in der Union die Kräfte stärkt, die damit nichts zu tun haben wollen. Ich habe jetzt selbst einen schwarz-grünen Koalitionsvertrag 2022 mit Henrik Wüst verhandelt und unterschrieben. Und er beispielsweise, aber nicht nur er, ist da sehr, sehr klar. Und ich glaube, man muss einfach schauen, dass dieser Richtungskampf in der Union, dass man durch das eigene Agieren eher die Kräfte stützt, die diesen Weg gehen wollen, weil wir werden ohne eine konservative Partei in der Mitte, aber ohne offene Flanke ins rechtsextreme, rechtsautoritäre Das beantwortet Milieu nicht die Frage, was passiert, wenn diese Sachen und, Entschuldigung Felix, herbeireden oder herbeischreiben ist etwas anderes als Optionen zu benennen, Absolut. die ich wollte durchaus Realitätsbezug ja, haben. genau. Ich wollte nur sagen, in der Abwägung, glaube ich, ist das Szenario, dass die AfD im September eine Alleinregierung in Sachsen-Anhalt stellt, leider wahrscheinlicher, als dass sich irgendwo eine Koalitionssituation Okay, was passiert dann in der Linken, in der Zivilgesellschaft? Ich hoffe viel. Und ich würde mir sogar wünschen, dass sich in der linken Zivilgesellschaft und in den linken Parteien auch vorher schon einiges tut, weil das ja gerade doch total offensichtlich ist, dass diese Gefahr keine theoretische ist, sondern dass das wirklich passieren kann in Sachsen-Anhalt, vielleicht sogar in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich könnte es mir jetzt als Parteipolitiker einfach machen zu sagen, die beste Versicherung dagegen ist, die Grünen in den Landtag in Sachsen-Anhalt zu wählen, weil dann reichen die 41% sicher nicht aus für eine Alleinregierung. Ist auch was dran. Ich würde sagen, 2 Dinge. Erstens, Zivilgesellschaft muss in dieser Frage klar sein und ich würde mir wünschen, dass es nicht nur die linke und progressive Zivilgesellschaft ist, sondern dass sich in der Situation auch Unionsanhänger, FDP-Anhänger und so weiter ihrer Verantwortung bewusst werden. Und die Frage, der zweite Punkt ist, die Szenarien jetzt schon zu durchdenken, hat ja im besten Falle auch Auswirkungen darauf, wie wir unsere Institutionen vor einer rechtsextremen Übernahme besser schützen. Wir haben ja beispielsweise im Bundestag auch in einem relativ breiten Bündnis das Verfassungsgericht resilienter aufgestellt. Das ist in einigen Landtagen auch schon passiert. Und ich denke mit darüber nach, und andere tun das auch, sind denn beispielsweise die Institutionen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern schon ausreichend geschützt. So, das ist ein Thema und die Frage, was passiert eigentlich, wenn es zu spät ist. Ich hoffe, eine riesige Form von Klarheit und Solidarität untereinander, aber mir fällt es total schwer, auch in so einer Sendung so offen über ein Szenario so zu sprechen,
von dem ich glaube, dass wir einfach gerade alles dafür tun müssen, es zu verhindern. Und ich weiß, dass sich da Menschen in der Zivilgesellschaft bei allen möglichen Organisationen gerade genau auf den Fall vorbereiten, dass das in den Parteien passiert, dass das in den Institutionen passiert. Aber mein Fokus persönlich liegt gerade darauf, jetzt in den nächsten Monaten so viel in Sachsen-Anhalt unterwegs zu sein und so viel zu tun, um dieses Szenario unwahrscheinlicher zu machen. Und das meine ich mit dem Herbeireden oder Herbeischreiben. Ja, wir haben es, also Rechtsextreme gewinnen und erreichen ihre Ziele, wenn wir nicht mehr daran glauben, dass wir sie davon abhalten können. Und man sieht in Ungarn, man sieht in Polen, dass das alles keine Naturgesetze sind. Und wir haben das in der Hand. 41% in der Umfrage müssen nicht 41% bei einer Wahl sein. Es können auch 30 werden, wenn wir jetzt was tun. Und das ist das, wo ich den Fokus gerade drauf hinlegen will. Der Unterschied zu Ungarn ist, dass wir da erstmal, weiß nicht, wie viel, über 10 Jahre, 13. Und das ist für mich, das ist keine Option zu sagen, na, dann lass sie doch mal und dann kämpfen wir es zurück. Okay, gut. Die Frage wurde auch international gestellt. Was ist die Vision der Grünen für Europa? Was ist, wenn in Frankreich der RN, also die Rechtsradikalen, in den Wahlen übernehmen, was bei den Präsidentschaftswahlen nicht unwahrscheinlich ist? Das ist ein riesiges Problem, weil Frankreich in der Europäischen Union einfach eine zentrale Rolle spielt. Und auch hier gucke ich gerade stärker auf die Frage, was kann man tun, damit das nicht passiert. Und ich würde sagen, aus der Dynamik, die wir gerade erleben, weil Peter Modja in Ungarn Viktor Orban abgelöst hat, eigentlich hat die Europäische Union jetzt ein relativ enges Zeitfenster von ziemlich genau einem Jahr, wo sie eine gemeinsame Handlungsfähigkeit, auch eine gemeinsame Resilienz entwickeln könnte. Und dafür müsste eigentlich ein Bundeskanzler Friedrich Merz sagen, ich mache jetzt mit Macron und mit Donald Tusk zusammen, also im Zweifel erstmal in dieser Dreierkonstellation, einen Vorstoß dafür, wie wir Europa gerechter, nachhaltiger, resilienter und so weiter machen, auch um Macron beispielsweise und die demokratischen Kräfte in Frankreich zu stärken in der aktuellen Situation. Und das ist das Bedauerliche, dass das nicht passiert. Wenn in Frankreich das passieren sollte, dann wird die Europäische Union sich neu organisieren müssen. Also so, wie sie sich in den letzten Jahren um Viktor Orban herum organisiert hat, wird das in irgendeiner Form auch mit Frankreich passieren müssen, was aber natürlich viel, viel schwieriger vorstellbar ist, eben weil Frankreich eine ganz andere historische Bedeutung in diesem Konstrukt hat. Deswegen so ganz einfach, so, und dann machen wir hier den 3-Punkte-Plan, ich weiß es nicht. Aber auch dort, es ist kein Automatismus. Faschisten gewinnen dann, wenn wir aufhören, daran zu glauben, dass wir sie besiegen können. Zurück nach Deutschland, aber nochmal Ost-West. Wie will man den Osten als Wählerschaft wiedergewinnen? Du hast gesagt, ja, symbolisches Büro. Das wird nicht reichen. Nein, das wird natürlich nicht reichen und auch die Touren, die ich mache, werden nicht reichen, aber sie sind natürlich erstens Bestandteil davon. Wir werden jetzt in diese Wahlkämpfe als Bundesvorsitzende, also Franziska und ich, reingehen, als wären es Bundestagswahlen. Also nicht sagen, ach ja, hier 3-4 Termine meiden Halle, Magdeburg und Rostock, sondern auch wirklich in den ländlichen Raum, in die Region hineingehen, auch dort, wo Menschen uns mit Skepsis begegnen. Das Zweite ist, wir werden sehr viel Unterstützung aus dem ganzen Land erleben, weil Menschen merken, dass es auch ihre Wahlen sind. Also viele, die aus den anderen ostdeutschen Bundesländern da im Wahlkampf dazukommen, aber auch aus dem Westen. Und mal grundsätzlich, wir haben schon im letzten Jahr angefangen, erstmal aus einer schwierigen Perspektive heraus strukturelle Ostarbeit zu machen. Also wir haben letztes Jahr einen ersten Ostkongress gemacht in Lutherstadt-Wittenberg und werden den zweiten Ostkongress jetzt am letzten Juni-Wochenende in Sassnitz auf Rügen machen, um aus den Diskussionen aus dem letzten Jahr Schlussfolgerungen für unsere Parteiarbeit zu ziehen. Ich glaube, dass sich auch in dem, was wir so als Bundespartei insgesamt machen, gerade schon stärker zeigt, dass wir versuchen, Ostperspektiven in unserer Ansprache, in unserer Kommunikation, in unserer Programmatik stärker zu gewichten. Wie schwierig ist das für einen Duisburger? Ja, für einen Duisburger ist es in meiner Wahrnehmung sogar weniger schwierig als für andere Westdeutsche, weil auch wenn man die Erfahrungen nicht gleichsetzen kann, ich habe, glaube ich, schon eine etwas andere Sensibilität für Strukturwandelerfahrungen aus dem Erleben in Duisburg. Es sind nicht an allen Stellen die gleichen Gründe, aber mein Wahlkreis ist eine der AfD-Hochburgen im Westen. Einige der Debatten, die ich dort führe, sind nicht komplett andere als die, wenn ich in Lutherstadt-Eisleben unterwegs bin. Und insofern, das ist alles andere als easy, aber den Osten aufzugeben, ist keine Option. Die beiden letzten Fragen führen in den deutschen Südwesten.
Erstens, was hältst du von der Palantir-Einführung durch Cem Özdemir? Wo gibt es da in Bezug auf diese Technologie, wir wissen, Peter Thiel steckt mit dahinter, wo gibt es da eine rote Linie deiner Partei oder gibt es keine? Erstmal ist die Frage, ich muss sozusagen die Frage korrigieren, auch wenn das unsympathisch ist. Es gibt keine Palantir-Einführung durch Cem Özdemir, es gibt eine Palantir-Abwicklung durch Cem Özdemir. Ja, eine Palantir Fortführung, ist, wenn man so will. Nein, Palantir, man muss das so sagen. Palantir, ich halte das für einen großen Fehler, ist von der letzten Landesregierung Baden-Württemberg, konkret vom Innenminister, also dem CDU-geführten Innenministerium, ohne Rücksprache, weil das auch kein Gesetz war, mit dem Koalitionspartner, dem Grünen, eingeführt worden. Verträge sind abgeschlossen worden, die sind jetzt für ein paar Jahre gültig. Und die Entscheidung in diesen Koalitionsverhandlungen, weil Cem Özdemir das persönlich sehr wichtig ist, hat eine sehr, sehr klare Haltung ist, sobald dieser Vertrag endet, wird er nicht fortgesetzt und wir suchen in der Zwischenzeit europäische Alternativen, um das zu tun, was mit dieser Palantir-Einführung verknüpft ist. Und auch dann sind wir übrigens dafür, dass Daten- und Schutz- und Bürgerrechte eine größere Bedeutung spielen. Also insofern, ich halte die Einführung von Palantir in Baden-Württemberg für einen Fehler und das sieht Cem Özdemir genauso und deswegen hat er mit den Grünen gemeinsam in diese Richtung verhandelt und das halte ich für notwendig. Hast du mal nachgefragt, warum der grüne Ministerpräsident, den es ja schon vor Cem Özdemir gab, dieses nicht verhindert hat? Ich nehme ja wahr, dass das am Ende erstmal das Ergebnis war, dass der CDU-Innenminister diese Entscheidung treffen konnte. Und wie gesagt, es ging da nicht um ein Gesetz. Ich halte es für einen Fehler, dass diese Entscheidung so getroffen wurde. Und ich bin jetzt erstmal froh, dass sozusagen Schritte gegangen sind, um diese Fehlentscheidung zu korrigieren. Die letzte Frage. Cem Özdemir hat einen Wahlkampf geführt, das ist dokumentiert, in dem das Wort Grün so gut wie gar nicht vorkam. Er hat sich im Grunde von seiner Performance her von Grün außerhalb seiner Person ein Stück weit distanziert, würde ich mal sagen. War das schlau? Es war, glaube ich, an der Stelle notwendig. Und zwar aus folgendem Grund, oder aus folgenden zwei Gründen. Erstens, Cem Özdemir hat sich beworben, Nachfolger von Winfried Kretschmann zu werden als Ministerpräsident. Und als Ministerpräsident ist man per se einer gewissen Überparteilichkeit verpflichtet. Und man kann halt nicht sagen, ich möchte der Nachfolger von Winfried Kretschmann werden, aber ich mache jetzt Grün pur und nur noch Grün. So, das geht nicht. Der zweite Grund ist, Cem Özdemir hat, ich würde sagen, richtig erkannt, dass die Marke Grün in der aktuellen Situation beschädigt ist. Dass wir noch immer mit einigen Negativzuschreibungen, mit Abwehr, mit Skepsis konfrontiert sind, die in Teilen in der Ampelzeit entstanden sind, teilweise noch tiefer reichen. Und deswegen, wenn man halt in einer solchen Situation einen Ministerpräsidentenwahlkampf gewinnen will gegen die CDU, dann war diese Strategie richtig und vermutlich sogar notwendig. Vielleicht wäre es mit 10% weniger Distanzierung an manchen Stellen auch gegangen. Aber im Grundsatz her ist es nachvollziehbar. Es ist aber natürlich kein Dauerkonzept. Und vor allem ist es kein Konzept für mich und für jemanden, der im Bund diese Partei aufstellt. Ich kann mich ja nicht von mir selbst oder von dem Ganzen, von der Partei distanzieren, will das auch gar nicht, weil ich stolzer und glücklicher Vorsitzender meiner Partei bin. Aber woran ich mitarbeiten möchte, Cem Özdemir gelegentlich daran erinnern, dass er ja auch eine Vergangenheit als grüner Parteivorsitzender Cem Özdemir war 10 Jahre lang einer meiner, Cem Özdemir war 10 Jahre einer meiner Vorgänger als Parteivorsitzender und ich glaube, er weiß es auch und er hat auch in den letzten Wochen und auch im Wahlkampf schon immer mal wieder durchklingen lassen. Er ist auch richtig bei den Grünen, er hat auf unserem Parteitag gesprochen und ich habe auch nochmal nachgeguckt, diese Wahlzettel, die Leute haben wirklich ihr Kreuz bei Bündnis 90 die Grünen gemacht, da steht gar nicht Liste Cem Özdemir. Ja. So, und trotzdem, das war das Einzige, wo Grün vorkam. Trotzdem würde ich sagen, mein Ziel ist und meine Arbeit ist darauf gerichtet, dass mit der Partei und nicht gegen sie ein neues Bild über uns wieder gemalt und gezeichnet wird. Das mit Bürgernähe, mit Offenheit, mit Klarheit in den Positionen, aber die Menschen so nehmen, wie sie sind, zusammengeht. Da waren wir jetzt vor einigen Monaten noch nicht so weit, wie ich das als Ziel für 2029 habe. Und das ist aber mein Ansporn, weil diese Option, das so zu machen wie Cem Özdemir, die habe ich und die haben wir im Bund ja gar nicht. Ich würde sagen, man kann
und muss bei Cem davon ausgehen, dass er sich in den nächsten Jahren in die Debatte einbringen wird, was der Kurs der Grünen ist. Ich finde, es ist auch gut, dass ihm das nicht egal ist, als jemand, der 10 Jahre ihr Vorsitzender war. Zeitlich Punktlandung. Ich habe persönlich eine spontan bitte zu beantwortende Frage. Welche 3 grünen Persönlichkeiten aus der Geschichte dieser Partei sind deine Top 3? Also ich weiß nicht, das wird jetzt unvollständig wahrscheinlich. Ja. Für mich persönlich sehr wichtig, also einer der Gründe beizutreten war Claudia Roth. Und Claudia ist immer noch eine für mich der prägendsten Figuren unserer Parteigeschichte, auch eine Freundin. Ich habe vorhin Hans-Christian Ströbele genannt. Ich weiß nicht, ob er in die Top 3, aber mindestens in die Top 5 gehört. Ich glaube, dass Robert Habeck eine enorm wichtige und bedeutende Rolle in den letzten Jahren für die Entwicklung der Grünen gespielt hat. Na gut, dann mach die Top 5. 2 hast du noch. So. Ich glaube, es lohnt sich aber sogar noch mal ein Stück weiter zurück zu gucken. Es hätte die Grünen auch nie ohne Petra Kelly gegeben. Ja, vielleicht auch Leute, die so ein Stück in der zweiten Reihe standen. Da sagen Lukas jetzt Beckmann. viele und schreiben viele, das weiß ich, die heutigen Grünen sind ein Verrat an dem, wofür Petra Kelly stand. Ja, das sehe ich fundamental anders. Ich glaube, dass auch Petra Kelly heute dass manche, die sich jetzt auf das Erbe von Petra Kelly und anderen Teilen der Friedensbewegung beziehen, das eigentlich pervertieren ist ein großes Wort, aber eigentlich falsch instrumentalisieren. Petra Kelly war immer von dem Gedanken getragen, Unterdrückung, autoritäre Gewalt zu bekämpfen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Petra Kelly in der aktuellen Situation an der Seite einer angegriffenen Ukraine stehen würde und nicht an der Seite des Aggressors. Felix, danke schön. Du gehst jetzt bitte raus. Doch, deine Begleitmannschaft scharrt mit den Hufen. Ja, ich habe einen Folgetermin. Es gibt einen Folgetermin, los, hau ab. Dankeschön und Thilo hat gesagt, gern wieder. Geh einfach, weil ich sage noch vielen Dank an Zuschauerinnen und Zuschauer, die das im Livestream verfolgt haben, für euer Interesse, eure Fragen und natürlich auch für eure Unterstützung, ohne die es dieses Format überhaupt nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann zu sehen. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, bald wieder. Bis dahin, tschüss.